Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen und wir durchleuchten heute im Detail die VFC BCM MCMR in 11,5 Zoll und das Ganze endlich mal wieder als GBBR, also endlich wieder mal eine Gas-Blowback als Langwaffe auf dem Tisch. Das Modell wird als Leihgabe zur Verfügung gestellt von der Firma sniper-as.de und hier hat Sniper auch noch zwei Gaspullen mitgeschickt. Einmal das Noob Roll 3.0 und einmal das Noob Roll 4.0. Sind jetzt auch beide relativ schon leer, denn ich habe relativ viele Schuss aus dem Knallstock rausgedrückt. Und da werden wir einfach diese beiden Gassorten mal hernehmen, gerade Cooldown-Anfälligkeit, Kälte-resistent oder wie verhält sich welches Gas in dem Knallstock, wenn es ein bisschen kühler draußen ist, wie sieht es mit der Gaseffizienz aus. Es sei euch aber auch gesagt, ob ihr jetzt da einen Noob Roll nehmt oder einen Nimrod nehmt oder was ihr auch immer wollt, ist relativ egal. Bedeutet jetzt zum Beispiel das Noob Roll Rot, das 3.0, würde ich mit dem Nimrod Red zum Beispiel vergleichen und dann das 4.0 mit dem Nimrod Black. Die sind alle vom Gasdruck her, was das Propan letztendlich liefert, sind sie nahezu identisch. Also hier kein großer Unterschied. Also Leute, schauen wir uns den Knallstock im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir dieses Video wie üblich wieder mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Im Karton von der BCM enthalten ist zunächst mal von der Firma Sniper so ein kleines Kärtchen, dass die Waffe hier auf die gesetzliche Kennzeichnung geprüft wurde und unter anderem ist auch abgehakt, Funktionalität würde getestet. Naja, ob das getestet wurde, glaube ich eher weniger, kommen aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, so ein kleines Kärtchen ist dabei. Dann Safety Instruction, kann man eh nichts drauf lesen, von VFC. So, und dann von VFC direkt die BCM Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung, hier auch übrigens auf Englisch und eigentlich alles selbst erklären, also alles mit Bildchen beschrieben. Also auch wer kein Englisch kann, ja, wie gesagt, kurz durchblättern, ist man eigentlich schnell oder weiß man schnell, wie das Ding zu bedienen ist. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, gute Gebrauchsanweisung von VFC ist in Ordnung. So, und dann nochmal zwei DIN A4 Blätter ausgedruckt auf Französisch. Das Ganze aber irgendwie von der HK416A5. Ja, wie man das Hop-Up einstellt irgendwie, wie man die Waffe sichert. Weiß ich jetzt nicht, warum man das jetzt auch nochmal extra in Französisch beilegen muss, wenn doch da alles komplett drin beschrieben ist auf Englisch und mit Bildchen. Und ebenfalls von der Firma Sniper, oder glaube ich zumindest auch, müsste von Sniper, da haben sie sich extra die Mühe gemacht und haben eine kleine Anleitung auf Deutsch entwickelt oder mit reingelegt, für die Leute, die halt kein Englisch können oder keine Bildchen schnallen oder sowas, keine Ahnung. Also hier das Ganze nochmal kurz auf Deutsch. Da sind ein paar Sachen drin, da muss ich leider ein bisschen schmunzeln. Und zwar ganz am Anfang hier außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ja, ist klar, auch ohne Magazin kann sich ein Schuss lösen. Das will ich mal sehen, wie bei einer GBB sich ein Schuss lösen kann, wenn kein Magazin drin ist. Also das ist Quatsch. Und dann auch bei den Externals hier, 1 ist das Korn, 3 ist die Kimme. Echt? Wo? Da ist weder Kimme noch Korn bei dem Ding dabei. Ja, wie gesagt, auf Deutsch auf jeden Fall, wer nicht der englischen Sprache mächtig ist. Ist in Ordnung, finde ich schön, dass man sich hier die Mühe gemacht hat. So, dann ebenfalls im Karton noch enthalten ein ganz normaler Speedloader mit dem entsprechenden Aufsatz für die GBB-Magazine. Hier den Aufsatz am besten mit Sekundenkleber aufkleben, weil sonst, ja, den verliert man einfach sehr, sehr schnell. Klebt ihn einfach fest und dann ist er immer sauber mit drauf. Dann ebenfalls ein Inbusschlüssel, 3 mm Inbus, braucht ihr später fürs Hop-Up einstellen, zeige ich euch, da könnt ihr aber auch ein Bit hernehmen zum Beispiel, aber Inbus ist dabei und dann für den M-Lock Vorderschaft ebenfalls nochmal 3 Picatinny-Schienen, a 60 mm in der Länge aus Polymer mit Kunststoff. 3 Stück sind dabei, finde ich klasse, bedeutet, wenn ihr Zubehör schon zu Hause habt, was eben für Picatinny-Aufnahme ist, könnt ihr einfach die Pick-Rail hier irgendwo ans M-Lock vorne dran schustern. Sind also 3 aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten. So, dann natürlich ein GBB-Magazin, also ein ganz normales AR-15 oder M4 VFC GBB-Magazin ist dabei. Und das ist auch 1:1 exakt identisch zur HK416, zu den ganz normalen AR-15 oder M4-Modellen, nur dass halt hier BCM draufsteht. Das ist der einzige Unterschied, ansonsten 1:1 identisch. So, und abschließend selbstverständlich die Knifte selbst, nur der Leuchtpunkt oben, der Klon vom LCO, ist selbstverständlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
So, und jetzt kommen wir eben darauf zu sprechen, warum habe ich gerade angesprochen, Funktionalitätstest wurde meiner Meinung nach nicht durchgeführt, denn ihr seht, ich habe hier 2 Magazine liegen, eins ist im Lieferumfang enthalten und eins hat Sniper Gott sei Dank nochmal ins Paket mit reingelegt, denn andernfalls hätte ich dieses Review gar nicht mit der Waffe vollziehen können. Denn folgendes Problem, ich war nach circa einer Stunde, war ich fast schon so weit, das Ding wieder in den Karton reinzuklatschen und zurückzuschicken. Denn das Magazin, welches im Lieferumfang enthalten war, funktioniert nicht. Das hat irgendeinen Defekt, das kann man auch hier ein bisschen erkennen. Da ist der Übergang oder zwischen dieser oberen Kunststoffkappe und dem Magazinmantel ist hier so ein kleiner Spalt von ca. 0,2 bis 0,3 mm. Und dieser Spalt ist eben bei dem anderen Magazin, was nochmal dabei war, nicht vorhanden. So, und jetzt hat sich eben folgendes Problem ergeben. Erstens mal arretiert das Magazin standardmäßig nicht. Bedeutet, ich musste das Magazin mit so viel Gewalt in den Magazinschacht reinknallen und dann war aber dennoch der Magazinhalter vom Schützen aus auf der linken Seite, der stand immer noch ein kleines bisschen weiter raus. Und wenn ich dann einfach angefangen habe zu schießen, dann gingen vielleicht 3 bis 4 Schuss und dann ist einfach das Magazin einfach rausgefallen. Jetzt bin ich natürlich hergegangen, habe es dann mit relativ viel Kraft eben reingeprügelt und habe sogar den Magazinhalter nochmal nachgedrückt, damit der wirklich sauber arretiert. Jetzt aber das nächste Problem von dem Magazin, das sitzt dann so brutal in dem Magazinschacht drin, dass der Übergang vom Gasrotor zur Nozzle nicht mehr passt. Bedeutet, die Waffe funktioniert einfach nicht. Sie spritzt die ganze Zeit raus, sie gast aus, sie kommt nicht auf Energie. Also irgendwas funktioniert mit diesem Magazin nicht. Und natürlich, wenn man das so stark reinknüllen muss, braucht man auch sehr viel Kraft, um das Magazin wieder lösen zu können. Also wie gesagt, das Originalmagazin, was im Karton dabei war, funktioniert nicht. Irgendwie Toleranzprobleme oder falsch zusammengebaut oder keine Ahnung, also ohne Funktion. Ich habe das jetzt auch gekennzeichnet mit einem X drauf, dass Sniper, wenn die Waffe wieder zurückgeht, dass sie das austauschen können. Wie gesagt, da hat VFC irgendwo Mist gebaut, keine Ahnung. Das andere Magazin, was sie eben nochmal mitgeschickt haben zusätzlich, das funktioniert tadellos. Das geht wunderbar in den Magazinschacht rein, hakt wunderbar ein, man muss nicht irgendwie nachdrücken. Es hat ein kleines bisschen Spiel und dementsprechend passt auch der Übergang vom Gasrotor zur Nozzle. Passt wunderbar. Und genau mit diesem Magazin habe ich dann letztendlich das ganze Review einmal gefilmt bzw. vorbereitet. Also mit dem hier. Das andere, wie gesagt, das funktioniert einfach nicht. Gut, von der technischen Seite braucht man, glaube ich, nichts großartig durchsprechen. Es ist letztendlich, muss man ganz klar so sagen, eine stinknormale AR-15. Also man bezahlt hier auch sehr viel Geld, nur damit halt irgendwo BCM aufgelasert wurde. Der Vorderschaft, gut, es ist ein M-Log-Vorderschaft, recht schlank, Qualität sprechen wir später durch, ist okay, ist aber jetzt auch nichts Besonderes oder sowas. Bedeutet letztendlich BCM, ja, der Schiebeschaft hinten ist ein BCM-Schiebeschaft und der Griff ist BCM. Und es steht halt ein bisschen BCM auf dem Receiver drauf. Ansonsten ist es eigentlich eine stinknormale AR-15. Wie gesagt, hier relativ wenig Besonderheiten. Und man zahlt aber dennoch für die paar Laserungen wieder leider sehr viel Geld mehr. Oder mehr wie im Vergleich zu normalen oder anderen GBB-Systemen. Nur vielleicht ein kleiner Punkt, sprechen wir später natürlich auch im Detail durch. Die BCM hat einen Verschlussträger drin, der ist komplett aus Stahl gefertigt. Das ist, glaube ich, nicht bei allen GBBs von VFC der Fall, beziehungsweise bei der HK416A5 war damals noch ein Verschlussträger aus Zink drin. Ob da jetzt mittlerweile auch Stahl drin ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber nicht davon aus, denn sonst würde die BCM nicht so deutlich teurer sein wie die 416A5. Wie gesagt, Datenblatt seht ihr da drüben, wenn es euch interessiert. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Chrono und mit dem Kältetest. Und auch diesen habe ich jetzt ein bisschen oder heute ein bisschen anders aufgezeichnet für euch. Denn gerade die Effizienz habe ich jetzt nicht einfach nur getestet, sondern ich bin hergegangen, habe das Magazin komplett randvoll gemacht mit Gas und habe dann einfach so oft Kugeln nachgedrückt, bis einfach kein Gas mehr drin war. Und das zeichne ich euch eben auf und spiele es dann irgendwie mit 300% oder sowas ab, damit ihr auch mal wisst, wenn ich jetzt aus so einem Magazin vielleicht mal 60, 70 Schuss rausgeschossen habe und der Gastank bis zur Hälfte leer ist, wo liege ich denn da noch mit meiner Energie? Also heute der Cooldown, Kälte und Chronotest ein kleines bisschen, ein bisschen umfangreicher wie üblich.
Zweite Magazinladung. Die dritte Magazinladung. Die vierte Magazinladung. Die fünfte Magazinladung. Okay. Circa 120 Schuss mit einer Füllung. Gerade noch so Power, damit der Verschlussträger hinten gehalten wird. Aber sehr, sehr träge, sehr langsam. Also wenn kalt, dann eher das 4.0er verwenden. Zweite Magazinladung. Die dritte Magazinladung. Die vierte Magazinladung. Die fünfte Magazinladung. Circa 120 Schuss mit einer Füllung. Somit haken wir den Chronotest ab und dann lasst uns gleich weitermachen mit dem Thema Energieabgabe und gerade für Einsteiger das Thema GBB ja nochmal ganz kurz ein bisschen aufgerollt, um zu erklären, warum vielleicht eine GBB heutzutage nicht ganz so geil ist auf dem Spielfeld. Meiner Meinung. Jeder darf spielen, was er will, aber wie gesagt, ich finde, GBB hat immer so ein paar kleine Schwachstellen, die man einfach berücksichtigen sollte und hier sollte man auch den Anfängern das Ganze ein bisschen näher bringen.
So, fangen wir erstmal an. Energieabgabe, habt ihr im Chrono gesehen, egal mit welchem Gas, mit dem 3.0 von Nuproll oder mit dem 4.0 von Nuproll, ist vollkommen in Ordnung. Das 4.0 ist sogar mit 20 Grad Celsius oder bei 20 Grad Celsius fast sogar ein bisschen zu hoch, gerade wenn man dann 0,3 Gramm BBs verwendet. Also hier ein kleines bisschen halt darauf achten. Und auch muss man dazu sagen, seht ihr auch später bei den Internals, die BCM hat leider kein N-Pass drin. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht hergehen und könnt je nach Außentemperatur, je nach Gassorte die Energie an der Waffe einstellen. Bedeutet, ihr seid eigentlich dazu gezwungen, immer für die entsprechende Temperatur und das Kugelgewicht das korrekte Gas auf dem Feld mit dabei zu haben. Denn andernfalls creept euch das Ding einfach von der Energie hoch und ihr kommt vielleicht nicht durch den Chrono durch. Ist bei einer GBB immer ein bisschen zu berücksichtigen. So, und der nächste Punkt bei einer GBB, was man halt auch wieder hat, natürlich, je mehr Schuss ihr abgebt, je kälter das Magazin wird, egal welches Gas ihr verwendet, fällt einfach eine GBB von der Energie stückchenweise ab. Bedeutet, ihr habt über das ganze Magazin gesehen eine Schwankung von 8 bis 13 Meter pro Sekunde, was die Austrittsgeschwindigkeit von der BB angeht. Und da würde ich bei einer SAEG und bei einer HPA würde ich sagen, das Ding ist brutal undicht, schaut, dass er da irgendwas dran optimiert. Denn bei einer guten SAEG liegt er normalerweise so bei einer Schwankung von 1 Meter pro Sekunde, damit das Ding auch konstant schießt. Und bei einer GBB fällt halt die Energie immer ein kleines bisschen stärker ab. Ist, wie gesagt, ist nichts Gravierendes, man muss es aber ein kleines bisschen ansprechen, gerade für Einsteiger, was eben zu beachten ist. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, wenn dann die Energie natürlich anfängt abzufallen, auch wenn das Magazin dann kälter wird, dann reagiert auch euer Hop-Up entsprechend etwas anders. Bedeutet, wenn ihr euer Hop-Up einstellt, sagen wir auf 1,5 Joule mit 0,3 Gramm BBs, dann haut ihr mal 20 Schuss raus und das Hop-Up arbeitet wirklich gut in dem Modell. Aber dann merkt man auch wieder, je kühler das Magazin wird, desto stärker kommt das Ganze in den Overhop rein, da die BB einfach aus dem Bucking etwas langsamer abgeschossen wird und dadurch mehr Reibung aufbaut am Bucking selbst. Also hier, wie gesagt, so eine GBB, ja, muss man sich gut damit auskennen. Und auch sei es nochmal dazu gesagt, gerade in Bezug allgemein GBBs, auch der Hawkeye hat das letzte Mal in seinem Video wirklich gut angesprochen und erklärt, man wird heutzutage auf den Feldern von diesen ganzen modernen SAEGs und HPAs, die einfach triggern wie ein Geisteskranker, wird man mit BBs zugespammt. Oder ja, zugespammt und gesprayt letztendlich. Da könnt ihr mit einer GBB nicht mithalten. Also wenn ihr euch jetzt als Einsteiger eine GBB kaufen wollt, überlegt wirklich, wo ihr das Modell spielen wollt. Wollt ihr bloß zum Blinken und zum Spaß haben hernehmen, dann ist es natürlich mega geil, macht super viel Spaß. Aber rein auf dem Feld macht eine GBB wirklich nur Spaß, wenn einfach mehrere Leute eine GBB spielen oder eben jeder mit einem Magazinlimit spielt von maximal 30 Schuss. Ansonsten fliegen euch da die Kugeln um die Ohren von den ganzen HPAs und SAEGs und ihr steht da mit eurer GBB dran und seid die ganze Zeit bloß noch am Nachladen. Also wie gesagt, kleines bisschen berücksichtigen, Thema GBB Langwaffe. So, dann Thema Hop-Up, gerade schon angesprochen, das Hop-Up-System, was VFC hier reinbaut, out of the box, ist wirklich klasse. Es gibt zwei kleine Optimierungen, die vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wären, sprechen wir bei den Internals an, aber so wie das Modell vom Grundaufbau her ist und geliefert wird, 0,3 Gramm BBs rein, Hop-Up einstellen und es funktioniert wirklich klasse. Also kein großer Streukreis links, rechts, nur halt, wie gesagt, wenn Cooldown, wenn das Magazin kalt wird, überhoppen die BBs ein kleines bisschen, aber vom Grundaufbau funktioniert das Hop-Up richtig, richtig geil. So, ein kleiner Punkt, der mir aber aufgefallen ist, ihr stellt das Hop-Up mit einem 3 mm Inbusschlüssel ein. Da habt ihr einen im Lieferumfang enthalten, ihr könnt aber einen ganz normalen Bit oder irgendwas hernehmen. So, und dann habt ihr hier innen drin an der Gasabnahme, habt ihr so ein langes Röhrchen, was letztendlich das Gasrohr darstellen soll. Und dieses hat im vorderen Bereich eben einen Innensechskant. Bedeutet, ihr gebt mit dem Inbus hier rein, so, wenn ich irgendwas sehe, so hier, geht ihr hier rein und dann könnt ihr überdrehen, könnt ihr dann mehr oder weniger Hop draufgeben. Da ist mir zunächst mal aufgefallen, dass das Gewinde ein bisschen nicht immer gleichmäßig läuft. Bedeutet, in die eine Richtung geht es brutal schwer, in die andere Richtung geht es total leichtgängig. Also das ist irgendwie nicht wirklich gleichmäßig. Und der nächste Punkt ist, wie gesagt, das spreche ich euch auch an bei den Internals. Das Gewinde ist kein Feingewinde und auch die Rampe hinten, die in den Lever reinfährt, ist sehr steil. Bedeutet, wenn ihr da ein Fitzelchen vorne dreht, bewegt ihr den Lever hinten sehr stark bereits. Also hier wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem Inbus euer Hop-Up einstellen und nicht gleich irgendwie so eine Viertelumdrehung machen, denn dann habt ihr sofort einen Überhop drauf. Also Hop-Up-System reagiert auf Bewegung des Inbus sehr aggressiv. Das immer einfach ein kleines bisschen berücksichtigen. Dann lasst uns gleich weitermachen mit den Allgemeininformationen. Wie vorhin schon ganz kurz angesprochen, es ist ja meiner Meinung nach nichts Besonderes. Es ist halt eine stinknormale AA15.
mit ein paar BCM-Laserungen oder ein paar BCM-Markings drauf. Das Einzige, was man wirklich sagen könnte, gut, das ist BCM, ist halt der Schiebeschaft hinten vom Design her und der Pistolengriff. Ansonsten, wie gesagt, nichts Besonderes am Receiver dran, der Vorderschaft, wie fast alle anderen M-Log-Systeme auch. So, also wie gesagt, hier meiner Meinung nach nichts großartig Besonderes und wie beim Lieferumfang auch schon angesprochen, Flip-Ups, irgendwie Kimme-Korn, Backups oder Backup-Sites ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bedeutet, wenn ihr nochmal irgendwie Flip-Ups braucht oder Kimme-Korn, dann müsst ihr die auch nochmal leider separat dazu erwerben. Von den allgemeinen Informationen werde ich euch heute wieder so viel wie möglich hier reinpacken, damit wir die Nahaufnahmen wieder recht kurz halten können und ich mich eben nicht wiederholen muss. So, fangen wir vorne an. Ein Muzzle Brake bzw. Mündungsbremse ist ja aus Stahl gefertigt. Auch diese, wie gesagt, vom Design her nichts großartig Besonderes, nur dass eben hier ebenfalls BCM einmal aufgelasert wurde. Auch bei der Mündungsbremse wieder aufpassen, was leider sehr viele Einsteiger immer noch nicht raffen und der dadurch ihre Autos leider oft kaputt machen. Mündungsbremse ist im unteren Bereich mit einem Gewindestift gesichert. Bedeutet, wenn ihr da einen eine Schalldämpferattrappe draufschrauben möchtet auf das Gewinde, löst die Schraube da unten und nicht mit der Zange oder mit dem Schlüssel da rumknellen wie ein Geisteskranker und dann wundern, warum das ganze Gewinde kaputt ist. Löst die Schraube da unten, dann könnt ihr das ganz normal abschrauben. Also ein bisschen zu beachten. Wie gesagt, stinknormales 14 mm Gewinde für Schalldämpferattrappen oder Tracer, wenn ihr möchtet. Dann der Outer innen drin, seht ihr später, ist relativ speziell und ist zweiteilig. Bedeutet, ihr habt auch wieder den vorderen Bereich vom Rohr, der dann hinten in die Aufnahme reingeht und über zwei Gewindestifte gesichert wird. Dadurch ergibt sich auch hier leider ein kleines bisschen Spiel im Outer und gerade das, wenn ihr mal wirklich 20 bis 30 Magazine durchgedrückt habt. Bedeutet, wo die Waffe neu aus dem Karton raus war, dachte ich mir, boah, das sitzt ja bombenfest. Aber jetzt hat sich nach einer gewissen Zeit ein kleines bisschen Spiel ergeben von circa 2 mm, wo das Rohr ein kleines bisschen wackeln kann. Das hatten wir damals auch bei der VFC HK416 A5. Auch da kann man schnell sich selbst behelfen, indem man die zwei Stifte innen drin, die quasi die beiden Bauteile miteinander verbinden, die zwei Gewindestifte mit ein bisschen Schraubensicherung einfach sichern, damit die sich einfach nicht losnoddeln können. Und wenn wir dann gerade schon beim Thema Outer sind, wie gesagt, das Hop-Up-System, wie das funktioniert, zeige ich euch später im Detail. Aber auch hier war die Gasabnahme, welche letztendlich diese Stange hält zum Hop-Up einstellen, die war standardmäßig vom VFC leider nicht wirklich verschraubt. Bedeutet, es sind zwei Gewindestifte unten drin. Der eine Gewindestift war fast komplett draußen, bedeutet, der stand hier einmal am M-Lock, stand er raus und der andere Gewindestift war ca. 3 mm rausgeschraubt. Bedeutet, ich habe mich am Anfang dann gewundert, ich habe da geschraubt und gemacht und ist die ganze Zeit hier innen drin die Gasabnahme so links und rechts ein bisschen rumgewackelt. Dann bin ich einfach hergegangen und habe diese zwei Schrauben da unten einfach mal ordentlich festgeknallt, damit ich überhaupt mein Hop-Up anständig einstellen konnte. Also auch hier Qualitätssicherung bei VFC leider ein kleines bisschen fragwürdig. Das dürfte eigentlich nicht sein, dass ein Gewindestift komplett unten rauskommt. So, dann der Vorderschaft, BCM-Vorderschaft, wie gesagt, M-Lock, natürlich modernes Befestigungssystem, auch vom Design selbst her natürlich sehr, sehr schlank, gerade im Vergleich zu diesen ganzen Geisslis oder sowas, deutlich schlanker und dementsprechend greift sich das Ding aber auch wirklich von der Haptik her hier vorne aufgrund des schlanken Vorderschafts greift sich die BCM wirklich hervorragend. Also richtig schön. Hat man aber, wenn wir ehrlich sind, auch schon bei sehr vielen anderen AA15 Modellen oder Vorderschäften gehabt. Also hier, ja, moderner und schön gefräster Vorderschaft hier von VFC. Qualität, wie gesagt, super. Gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Klasse, die Fräsungen, alle sauber, auch der Übergang zum Receiver ist super. Auch hier verwendet BCM hier oben nochmal so einen kleinen Stahleinsatz, der den Vorderschaft mit dem Receiver verbindet. Bedeutet, der ganze, auch wenn die Schrauben hier mal ein bisschen lockerer werden sollten, kann der sich eben nicht irgendwie verdrehen, da hier oben nochmal über so eine Klemme aus Stahl mit dem Upper Receiver verbunden wird. Dennoch hat man aber, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ansonsten schauen wir es uns später nochmal in der Nahaufnahme an, dennoch hat man hier einen ganz kleinen Versatz oder einen ganz kleinen Spalt drin. Also komplett bündig ist es nicht. Bedeutet, wenn ihr drüber montieren wollt, dann kann es hier Probleme geben. Macht man aber meistens eh nicht und dementsprechend, ob da jetzt einen halben Millimeter Luft zwischendrin ist in der Pickrail, spielt eigentlich keine große Rolle. Auch die Laserungen sind sauber, das kann ich euch mal ganz kurz umdrehen. Auch hier auf dem Vorderschaft die Laserungen sauber aufgebracht. Nur hier oben gab es anscheinend wieder ein paar Probleme. Die einzelnen Positionen von der Picatinny sind auch eingelasert, was ich sehr schön finde. Aber
Da wurde ebenfalls ein bisschen Material in den Kanten von der Pick-Rail auch noch mit abgetragen. Bedeutet, ihr habt überall innenliegend an der Pick-Rail oder an den Erhöhungen, habt ihr überall so weiße Flecken noch einmal drauf. Hat man aber auch bei anderen Modellen relativ häufig, dass wenn sie hier rein lasern, dass das halt hier irgendwie an die Wandung irgendwie hinspritzt oder sowas und dadurch das Material ebenfalls abgetragen wird ein bisschen. Also hier so leichte weiße Stellen letztendlich in den Picatinny selber, kleines bisschen vorhanden. Wirklich stören tut's aber nicht. So, dann diese Covers, dieses M-Lock-Cover, das kennt ihr vielleicht oder habt auf der IWA schon gesehen, da gab es die kostenfrei zum Mitnehmen bei VFC. Die finde ich richtig geil. Bedeutet, es ist einfach wie so eine Art Patch letztendlich, aber als M-Lock-Cover. Bedeutet, ihr klemmt das Ganze einfach hier einmal in die M-Lock-Position rein, schützt eure Montagevorrichtung und gleichzeitig habt ihr einen unheimlich rutschfesten Griff hier vorne dran. Also die Teile sind richtig, richtig geil und da würde ich mich mal freuen, wenn vielleicht auch andere Anbieter solche M-Lock-Covers vielleicht mal noch mit anbieten. Finde ich geil, echt so PVC. Ja, so PVC M-Lock-Covers. Schön schlank, sitzen sauber und unheimlich griffig. Geil, gefällt mir. Mache ich weg, behalte ich. Nee, Spaß beiseite. Und am Vorderschaft auch natürlich eine kleine Besonderheit ist das Arretierungssystem von BCM hier oben. Bedeutet, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das sind Torx-Schrauben und da müsst ihr immer zuerst vom Schützen aus rechts die Schraube rausmachen und dann die Schraube vom Schützen aus auf der linken Seite, denn die sichern sich untereinander. Bedeutet, wenn ihr dann die eine festschraubt, dann seht ihr, da ist wie so eine Sternform und da könnt ihr in diesen Stern dann die zweite Schraube reinschrauben und dadurch kann sich hier keine Schraube irgendwie losnoddeln oder sowas, sondern die sichern sich eigentlich, ja, die sichern sich gegeneinander. Das ist ein sehr, sehr geiles Arretierungssystem von diesem Vorderschaft. Die Barrel Nut können wir uns vielleicht später auch noch im Detail anschauen. Die ist komplett aus Stahl gefertigt. Und wenn ihr da an das Hop-Up-System ran wollt, um vielleicht mal ein anderes Bucking zu installieren, dann wünsche ich euch verdammt viel Spaß. Bedeutet, ihr braucht da sehr viel Hitze und sehr viel Gewalt, damit ihr die Barrel Nut hier einmal lösen könnt. Sprechen wir aber später an. Der Rest, wie gesagt, der Rest ist Standard. Es ist ein ganz normaler klassischer AR-15 Receiver, also nicht irgendwie modern, dass er ein bisschen so kantig ist mit diesen Phasen drin, wie von Novesk zum Beispiel oder so. Das ist ein ganz, ganz normaler, stinknormaler AR-15 Receiver, nur dass jetzt hier am Magazinschacht eben die BCM-Markings vorhanden sind und auch hier oben einmal unten oder beim Spannhebel hinten ebenfalls BCM eingelasert ist. Also hier ist das Modell nichts Besonderes. Auch gerade im Vergleich eben zu einer 416A5 oder zu modernen Systemen leider nicht beidseitig nutzbar. Bedeutet, der Feuerwahlhebel ist letztendlich nur vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden und auch der Magazinauswurf ist nur vom Schützen aus auf der rechten Seite vorhanden. Also hier hätte man auch gerne ein bisschen was Moderneres machen können. Gut, ist ja ein Originalmodell, aber dennoch, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, so ein beidseitiger Feuerwahlhebel oder zumindest beidseitiger Magazinauswurf wäre für eine moderne Knifte meiner Meinung nach schon möglich gewesen. Wie gesagt, so hier ganz, ganz klassisch. Auch den Pistolengriff können wir uns später nochmal im Detail anschauen. Den kennt ihr, den gibt es ja mittlerweile auch schon von sehr vielen Herstellern als Klon oder als Nachbau. Nur hier die Besonderheit eben, das Bevel-Tail hinten könntet ihr sogar bei diesem ersetzen. Bedeutet, ob ihr das haben wollt oder nicht oder welchen Radius ihr da haben möchtet, könnt ihr das austauschen. Ist aber nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Daher wir hier eine GBB haben und natürlich die Aufnahme Real Steel ist, könnt ihr auch hier aus dem Scharfwaffenbereich problemlos alle Pistolengriffe einmal dran montieren. Ich finde aber gerade diesen BCM-Griff finde ich einfach klasse. Habe ich euch auch bei der SAEG das letzte Mal angesprochen, bei dieser BC9, die hat ja auch so einen Griff dran. Einfach unheimlich schön strukturiert, schöne Struktur, schön rau das Ganze. Nicht zu starkes Bevel-Tail hinten, keine störende Wulst vorne. Der Winkel nicht zu stark nach hinten geneigt und das Ding greift sich einfach klasse. Also ich finde diesen Pistolengriff vom BCM finde ich einfach mega. Gerade auch im Vergleich zu einem Moe von Magpul finde ich den fast sogar ein kleines bisschen angenehmer, da er auch ein kleines bisschen mehr abgerundet ist und nicht ganz so, ja, so rechteckig wie zum Beispiel der Magpul. Wie gesagt, klasse Pistolengriff, Hammer. So, und abschließend haben wir dann, gut, da oben haben wir noch einen Spannhebel drauf, das ist auch ein BCM, aber was man da jetzt letztendlich für einen drauf hat, relativ wurscht. Gut, kann man halt, ist ganz normaler Spannhebel auf gut Deutsch. Und dann haben wir letztendlich abschließend hinten noch die Buffer-Tube, ganz normal Mil-Spec das Ganze und auch der BCM-Schiebeschaft aus Polyamid-Kunststoff und der sitzt hervorragend. Bedeutet, er hat auf der Buffer-Tube, hat das Ding so gut wie gar kein Spiel, null. Auch wenn ihr das Ding mal mit relativ viel Kraft zusammendrückt, komplett auszieht, sitzt das Ding da einwandfrei hinten drauf. Wie gesagt, geht ein bisschen schwieriger entsprechend zum Schieben,
Aber ist doch schön, dafür sitzt das Ding einfach sauber drauf und klappert da hinten nicht 5 mm rum. Also hier Passgenauigkeit von dem Schaft und auch die Verarbeitungsqualität von diesem BCM-Schaft hat VFC einfach geil umgesetzt. Auch die kleinen Markings hier hinten noch mit drauf, auch auf der Schaftkappe aus Gummi, der Stern von BCM noch mit drauf. Einfach mega. Also da haben sie so von der Umsetzung oder allgemein von der Qualität, hat VFC hier meiner Meinung nach wirklich gute Arbeit geleistet. Nur wie gesagt, Qualitätssicherung, gerade mit den Schrauben vorne und Magazin, wie vorhin schon angesprochen, ein bisschen ausbaufähig. Aber ansonsten der Knallstock wirklich super oder von der Qualität super umgesetzt. Dann lasst uns weitermachen mit dem System selbst und hier hat sich VFC absolut keine Schnitzer geleistet. Bedeutet, die ganze Abzugsgruppe innen drin ist komplett aus Stahl gefertigt, auch der Firing Pin komplett aus Stahl und sogar eben auch der gesamte Verschlussträger hier innen drin ist auch komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet, ihr habt hier ein richtig schönes, massives Gewicht drin und dementsprechend kickt das System unheimlich stark. Also deutlich stärker wie jetzt zum Beispiel noch die 416 A5 mit dem Zinkverschlussträger damals noch. Ist da nicht rangekommen. Also hier, wie gesagt, vom System her, wie das Modell läuft, wie sie performt, einfach richtig geil. Auch vorhin schon gesehen, die Gaseffizienz, obwohl ein Stahlverschlussträger drin ist, bis zu 130 Schuss mit einem Magazin. Das finde ich sehr beeindruckend. Also wo sie das Gas da irgendwie unterbringen, keine Ahnung. Also Effizienz, saugut, das System auch nicht irgendwie zu träge. Natürlich, wenn es mal wirklich kalt ist oder wenn ihr jetzt im Winter spielt bei 0 Grad, natürlich, dann wird das System ein kleines bisschen träger. Nehmt ihr wieder dieses 4.0er Gas zum Beispiel, dann läuft das Ding wieder. Energie ist zwar ein kleines bisschen geringer, natürlich, aber das hat halt eine GBB an sich. Ansonsten ab 10 Grad Celsius läuft das Ding einfach richtig, richtig geil. So, auch von der Umsetzung her innen drin geil gemacht. Auch hier verwendet VFC wieder ihren Standard-Buffer. Bedeutet, Buffer ist aus Aluminium gefertigt und hat wieder einen eingearbeiteten, so einen Stahlkern, der im inneren Bereich wieder über eine ja, sehr starke Feder läuft. Bedeutet, die Buffer Spring an sich ist relativ loose, also sehr wenig Zug auf der Buffer Spring drauf. Dadurch aber, wenn das Ding hinten anschlägt, kommt eben diese etwas stärkere Feder noch zum Einsatz, prügelt hinten dagegen und katapultiert letztendlich euren gesamten Verschlussträger wieder sehr schnell nach vorne und so. Dementsprechend schließt das System wieder schnell. Also hier vom Gassystem selbst wirklich richtig gut. Einen kleinen Punkt finde ich bei Marui leider ein bisschen besser. Das ist das Arretierungssystem vom Verschlussfang oder vom Bolt Catch. Bedeutet hier einmal der Bolt Catch und natürlich, wenn das Magazin leer ist, kann man mal machen, das ist leer. Natürlich der Bolt Catch rastet immer perfekt ein. Bedeutet das Ding, sobald keine BB mehr drin ist, bleibt es immer sauber hinten. Da hatte ich nur einmal das Problem und das war eben mit dem Noob Roll 3.0, wo das Magazin mal für eine halbe Stunde im Kühlschrank war bei 6 Grad. Da kann es dann am Ende bei 28 Schuss langt dann der Druck nicht mehr ganz aus, um sauber arretieren zu können. Aber das wirklich nur bei Kälte. Wie gesagt, wenn es kalt wird, nehmt ihr das 4.0er. Dann läuft das Ding wieder. So, ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen, zeige ich auch später bei der Demontage, bei den Internals nochmal ganz kurz. Wer sich daran erinnert, Marui hatte dieses Z-System drin, bedeutet das Gewicht oder die Masse, die von hinten wieder nach vorne kommt, wird quasi, wenn der Verschlussträger greift, über eine Feder rausgepuffert. Es kommt also bei einem Marui-System nicht zu einem Prellschlag irgendwie von Stahl auf Stahl, sondern der ganze Bolt-Catch-Lever innen drin wird über eine Feder ein bisschen rausgepuffert. Und das hat das VFC-System leider nicht, sondern hier entsteht ein Prellschlag von dem Stahlverschlussträger auf den Stahl-Bolt-Catch-Lever bzw. auf den Verschlussfanghebel. Und dadurch werdet ihr später sehen, ergibt sich ab 20 Magazinen ungefähr, ergibt sich unten leider so ein kleines bisschen, ja, so eine Abnutzung an der Kante von dem Stahlverschlussträger. Bedeutet, da drückt das Material ganz leicht ein bisschen nach außen und dann fängt der Stahlverschlussträger innen drin an, im Upper Receiver ein bisschen zu scheuern und zu reiben. Bedeutet, ich hatte jetzt circa nach 25 bis 30 Magazinen, hatte ich dann hier unten drin ja, relativ viele Aluminiumspäne und ebenfalls im oberen Bereich bei dem Hop-Up-System ebenfalls Aluminiumspäne. Zeige ich euch aber ebenfalls später, wenn wir das Ding auseinandergenommen haben. Was ich euch jetzt natürlich nicht sagen kann, es kann natürlich sein, dass sich das ganze System jetzt einfach mal eingearbeitet hat und diese Kante unten nicht noch stärker wird. Bedeutet, ja, dann rubbelt es halt da mal irgendwie 0,2 mm Alu runter. Es könnte aber auch der Fall sein, dass es jetzt nicht mehr schlimmer wird, sondern dass sich das Ganze jetzt einfach ein bisschen eingearbeitet hat. Und wie gesagt, ob das jetzt nach, keine Ahnung, mal nach 100 Magazinen, ob das schlimmer wird oder nicht, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen.
So, also schauen wir uns das System an. Verschluss ist hinten, Magazin eben das Gute, hakt sauber ein, rastet sauber ein, sitzt wunderbar drin, hat ein kleines bisschen Spiel, natürlich, Verschlussträger ist hinten, zack, Verschlussträger vor, Magazin sitzt sauber drin. So, und jetzt schaut euch mal das System an. So, ich mache Dry Fire, bedeutet, ich halte den Verschlussfang gedrückt. Das ist ein richtig geiler Knallstock. Also gerade eben diese Masse von diesem Verschlussträger, die wirkt sich so brutal auf das System aus und kickt so brutal nach hinten, das ist wirklich übel. Also da ist kein Unterschied mehr, ob ihr jetzt eine Scharfwaffe 223 feuert oder ob ihr das Ding feuert und dieses 4.0er Nuproll-Gas da reinpackt oder ein Blackgas reinpackt. Das Ding kickt wirklich richtig, richtig übel. Ob man es wirklich braucht, wie vorhin schon angesprochen, auf dem Feld ist jedem selbst überlassen. Jeder darf spielen, worauf er Lust und Laune hat. Also hier das System schnell, obwohl viel Masse bewegt wird, nicht irgendwie zu träge, dass er zu langsam irgendwie sich bewegt, nix. Läuft wunderbar. Und auch die Abdichtung natürlich, wenn ihr mal wirklich schnell triggert, kann es schon mal passieren, dass ein kleines bisschen Gas, also kleine Gaswolken rauskommen. Aber es ist nichts Gravierendes oder nichts Kritisches. Bedeutet, ihr habt nicht das Problem, dass es da mal zum Ausgasen kommt, dass das ganze Magazin sich irgendwie auf einmal entleert, dass der Übergang irgendwie undicht wird. Nix. Das Ding läuft einfach komplett durch. Und wie gesagt, ich finde es immer noch sehr faszinierend und wo ich heute auch definitiv einen Pluspunkt geben werde. So ein krasser Verschlussträger drin, so viel Masse drauf, so viel Rückstoß und dennoch schafft zwar OFC aus dem Ding 140 Schuss oder 130 Schuss rauszuballern mit einer Gasladung. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Haben sie gut gemacht. Okay, also das System an sich, wie gesagt, läuft wunderbar, keine Probleme, bis auf das eine kaputte Magazin. Aber wie gesagt, es lag wirklich nur am Magazin und nicht an der Knifte selbst, beziehungsweise nicht am System selbst. Lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema Magazin und auch für Einsteiger, wie befülle ich so ein GBW-Magazin. Zunächst aber mal der eine Punkt, wie vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, es ist ein ganz normales VFC AR-15 Magazin, bedeutet, hier ist halt BCM aufgelasert, aber das spielt absolut keine Rolle. Bedeutet auch, wenn ihr schon HK416 Magazine zu Hause habt, 416A5 zum Beispiel oder Standard VFC GBB Magazine AR15 M4, 1:1 identisch, exakt das gleiche Magazin, nur halt mit Laserung, spielt keine Rolle. So, Magazin an sich, wie gesagt, das hier funktioniert super, ohne Probleme. Das andere hat irgendwie einen Defekt gehabt, da oben passt halt irgendwas nicht. Aber sind wir ehrlich, Leute, wir sind immer noch im Airsoft. Wenn wir es runterbrechen, ist es immer noch besseres Spielzeug. Bedeutet, wenn da mal ein Magazin nicht funktioniert oder auch bei SALGs hat man es ja häufiger, dass mal die Midcaps nicht richtig laufen oder irgendwas. Damit muss man sich halt auseinandersetzen, damit muss man halt einfach klarkommen oder leben. Es ist halt Airsoft, nichts anderes. So, also Magazin, wie gesagt, Qualität ist auch super. Außenrum, gut, relativ schwer natürlich, ist ein GBB-Magazin. Aber Qualität ist in Ordnung, auch hier oben der Kunststoff nicht aus ABS, sondern aus Polyamid, zusammen mit den Magazinlippen. Wunderbar, die Arretierung innen drin vom Bolt Catch Lever ist hier innen drin aus Stahl gefertigt, greift immer sauber, funktioniert tadellos. Und eben, wie vorhin schon angesprochen, auch die Gaseffizienz bei dem System wirklich hervorragend. So, jetzt gibt es ein kleines bisschen was zu beachten bei den Magazinen. Natürlich zum Befüllen braucht man einen Speedloader und den einen Aufsatz. Bedeutet, die BBs werden hier nicht im Vergleich zu anderen von vorne reingedrückt, sondern werden von oben durch die Magazinlippen durchgedrückt. Dadurch werdet ihr euch am Anfang, wenn das Magazin neu ist, werdet ihr euch wundern, dass es relativ schwer geht. Wenn ihr aber das Ding mal 10-mal befüllt habt, dann dann arbeitet sich diese Lippen da oben ein bisschen ein und dann geht es deutlich einfacher. Und dann könnt ihr ganz einfach eure Kugeln da oben reindrücken. So, jetzt aber der nächste Punkt, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, gerade Einsteiger. Wie gesagt, ihr braucht viel Druck, um die BBs reinzudrücken. Und dann kann es sogar passieren, manchmal, dass ihr hier oben eine Kugel habt, die ein kleines bisschen weiter raus steht. Bedeutet, ja, sie ist auf dem halben Weg von den Lippen oben. Die müsst ihr rausdrücken. Also ihr müsst immer schauen, dass die oberste Kugel sauber in der Lippe vorne drin sitzt oder in den Lippen links und rechts. Wenn da eine ein bisschen weiter raus steht, klipst die raus, macht sie raus. Ansonsten habt ihr ein Missfeed. So, und dann ist mir auch aufgefallen, und habt ihr vielleicht auch im Chrono gesehen, ich habe jetzt die BBs wirklich mit aller Gewalt reingedrückt, also noch stärker geht nicht, sonst mache ich einen Speedloader kaputt. Das Magazin wird angegeben mit 30 Schuss. Ich bekomme aber maximal 27 bis 28 Schuss rein und das bei beiden Magazinen.
Also irgendwie, wie gesagt, 30 ist vorgegeben, 2 Kugeln weniger oder 3 Kugeln weniger bekomme ich wirklich in das System wirklich rein. Und auch wenn ich drücke wie ein Bekloppter, mehr geht halt einfach leider nicht. Also 2 BBs weniger. Zum Befüllen dann mit Gas ist nicht unten das Einfüllventil, sondern Einfüllventil sitzt hier hinten dran. Bedeutet, dreht das Magazin so her, nehmt eure Gasflasche, schüttelt einmal, setzt sie da hinten an und drückt die relativ kräftig aufs Magazin drauf. So, und das Ganze circa 5 bis maximal 8 Sekunden. Warum nur? Ihr werdet auch nach 8 Sekunden, werdet ihr weiterhin hören, dass es immer noch ein bisschen zischt und noch Gas reinläuft. Dann überfüllt ihr aber das Magazin. Bedeutet, bei den ersten 5 bis 10 Schuss spritzt euch das ganze Flüssiggas seitlich aus dem Auswurf raus, da das Magazin überfüllt ist. Das dürft ihr nicht machen. Wie gesagt, sonst spritzt ihr euch auch das ganze Silikon alles in euer Hop-Up rein, in euren Lauf rein. Wollt ihr nicht. Also nicht übertreiben, 5 bis 8 Sekunden, dann ist es wirklich gefüllt oder voll, das Magazin. So, und dann eben, wie gesagt, die Effizienz bis zu 130 Mumpeln mit einer Gasladung. Richtig, richtig gut. Worüber wir auch wieder natürlich sprechen müssen, die Kosten GBB-Magazine ist leider immer noch, ja, Wucher einfach, keine Ahnung. Da wollen sie für eins so ein Magazin, kostet 70 bis 80 Euro. Ja, es ist einfach nur so ein bisschen Zink. Das ist einfach ein bisschen Zink, ein bisschen Plastik oben, hier außenrum ein bisschen eine Hülle. Was kostet an dem Ding 80 Euro? Das verstehe ich immer noch nicht. Muss man sich also im Klaren sein, wenn man einfach so eine GBB wirklich spielen möchte und mehrere Magazine braucht, dann werden allein die Magazine wirklich teuer. Und auch davon ausgehen, wenn es mal runterfällt aufgrund des Gewichts, kann es schnell passieren, dass so ein Magazin mal kaputt geht. Was man jetzt vielleicht noch positiv ansprechen muss, der Rotor passt einwandfrei zur Nozzle, bedeutet die Abdichtung oben, die Nozzle läuft sauber drauf, dichtet hervorragend ab, also kein starkes Spritzen oder sowas, funktioniert tadellos und auch die Ventile halten bis jetzt einwandfrei einmal dicht. Auch hier muss man wieder ansprechen, auch das beachten leider gerade Einsteiger nicht. Bei jeder GBB, ob ihr eine Langwaffe euch kauft, ob ihr euch eine Kurzwaffe kauft, Dichtungen bei einem Magazin sind Verschleißteile. Bedeutet, wundert euch nicht, dass das Ding irgendwann mal undicht wird und anfängt irgendwie zu zischen. Dann müsst ihr entweder das Ventil tauschen oder ein O-Ring tauschen, die Dichtung richten oder sonstiges. Ist ganz normal und hat man immer. Also auch wieder ein kleines bisschen was zum Beachten beim Thema GBB. Dann lasst uns auch heute noch ein paar Nahaufnahmen machen. Schauen wir uns einfach ein paar kleinere Details noch mal etwas genauer an. Zunächst mal vorne Mündungsbremse, habe ich euch vorhin schon gesagt, Stahl gefertigt. Ansonsten vom Design her, ja, minimal, ist ein kleines bisschen anders wie eine Standard AR15, aber nichts Besonderes. Aber hier könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz eben sehen, so nach ca. 25 Max, dass der Outer doch leider wieder doch etwas Spiel bekommt aufgrund des zweiteiligen Designs, beziehungsweise aufgrund des der 2 Gewindestifte, die sich hier einfach auf Dauer eventuell etwas lösen können. Vorhin schon kurz angesprochen, ich zeige es euch einfach nochmal kurz in der Nahaufnahme, falls das vorhin vielleicht nicht richtig sehen konnte. Wie gesagt, Gewindestifte hinten unbedingt mit etwas mittelfester Schraubensicherung einmal fixieren, damit einfach das Rohr da innen drin nicht so rumschlackern kann. Das finde ich allgemein für 630 Euro, naja, hätte vielleicht auch etwas besser sein können. Der Vorderschaft ist von der Qualität wieder hervorragend, auch von der Eloxalschicht bis von der Beschichtung wirklich tipptopp, sauber gefertigt, sauber gefräst und sitzt wunderbar auf der Barrel Nut drauf. Also hier absolut kein Spiel, kein Verdrehen irgendwie im Vorderschaft möglich. Und ich weiß nicht, ob ihr es vorhin schon sehen konntet, aber ich versuche es euch mal in der Nahaufnahme vielleicht zu zeigen. Wenn ihr hier einfach die Laserung euch anschaut, das sieht man auch, dass es leider halt wieder ein kleines bisschen auf die anderen Flächen übertragen wurde. Bedeutet, wenn man da genauer hinschaut, hat man an jeder Picatinny-Position letztendlich so einen kleinen weißen Fleck von der Laserung. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob man das besser machen kann oder ob das einfach nicht besser geht. Wie gesagt, damit kenne ich mich nicht aus. Es ist mir letztendlich nur aufgefallen. Die Covers dann oder diese M-Lock-Abdeckungen habe ich vorhin euch schon angesprochen. Die sind wirklich mega gut, sind auch sehr, irgendwie haben auch eine gewisse Funktion. Bedeutet, die schützen jetzt nicht einfach nur eure M-Lock-Positionen, sondern die greifen sich aufgrund des weichen Gummimaterials, greifen die sich einfach unheimlich geil. Also wie gesagt, hier diese M-Lock-Dinger da, diese Abdeckungen, richtig, richtig geil von BCM.
In dieser Aufnahme können wir uns jetzt noch mal kurz diese Klemmfunktion oder diese Klemmung anschauen von BCM, wie der Vorderschaft letztendlich auf der Barrel Nut fixiert wird. Wie vorhin schon, wie schon angesprochen, diese beiden Schrauben, also eine Schraube links, eine Schraube rechts, die sichern sich untereinander. Bedeutet, ihr seht jetzt auf der Seite, ist hier eben diese Schraube drin, Torx übrigens, mit diesem Sternkopf. Und die andere Schraube, die seht ihr hier quasi einmal durchkommen und die wiederum greift letztendlich in den Stern rein und sichert die andere Schraube, damit sie sich nicht lösen kann. Dementsprechend, wie gesagt, gute Arretierung, nur halt aufpassen, wenn ihr mal den Vorderschaft demontieren wollt, wenn ihr irgendwie ans Hopper ran wollt, immer erst die Schraube vom Schützen aus auf der rechten Seite drüben lösen, damit der Stern hier logischerweise frei wird und dann könnt ihr erst diese losschrauben. Also jetzt nicht hergehen und mit Gewalt hier anfangen, irgendwie die Schraube zu lösen, das funktioniert nicht. Und natürlich auch hier einmal die Original-Markings vom Schützen aus auf der linken Seite auf dem Vorderschaft einmal vorhanden. Da es sich hier um ein Lizenzmodell handelt, ziehen sich die Markings natürlich auch auf dem Receiver fort. Bedeutet einmal auf dem Magazinschacht, Original BCM Markings. Auch diese nicht einfach nur eingelasert, sondern ins Material. Ja, eigentlich ist es schon gelasert, aber es ist vertieft. Also man könnte meinen, das ist graviert, aber da wird letztendlich so stark oder so oft mit dem Faserlaser drüber geballert, bis das Zeug halt wirklich relativ tief ins Material eingebrannt ist. Hat natürlich im Vergleich zu einer Fräsung oder sowas den Vorteil, dass man richtig schöne, scharfe und feine Kanten erzeugen kann. Also hier einmal Original-Markings auf dem Magazinschacht und ebenfalls hier neben dem Verschlussfang ebenfalls nochmal die Beschriftung drauf. Nur hier könnt ihr vielleicht bei meinem Modell sehen, das war auch schon out of the box der Fall. Da ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so ein weißes Mittel irgendwie hier reingeflossen und dadurch sehen die Markings nicht ganz so schön aus an der vorderen Position. Ich bin jetzt aber auch nicht hergegangen und habe versucht, das irgendwie sauber zu machen. Wie gesagt, Markings interessieren mich relativ wenig, ehrlich gesagt. Aber hier, wie gesagt, vielleicht könnte man da mit dem Zahnbürstler oder so, wem es wirklich interessiert, diese Konturen noch ein bisschen putzen oder sauber machen. Da scheint irgendwie Fett oder irgendwas reingekommen zu sein. Ansonsten, wie vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, ihr seht einfach hier wirklich ganz klassisches M4A1 bis AR15 Modell. Der Bolt Catch bzw. Verschlussfang nur vom Schützen aus auf der linken Seite, Magazinhalter, alles so 0815 Standard und auch der Feuerwahlhebel und letztendlich Standard nur vom Schützen aus auf der linken Seite. Hätte man vielleicht auch, gut, das Originalmodell ist ja letztendlich genauso, aber ich finde einfach, für so viel Geld kann man vielleicht heutzutage ein bisschen mehr erwarten. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, ist natürlich aufgrund der Lizenz natürlich wieder sehr hochpreisig. Wir können uns vielleicht in der Aufnahme auch gleich mal noch den Feuerwahlhebel anschauen. Zunächst mal Bolt Catch natürlich mit Funktion. Der ist auch aufgrund des Aufbaus, hier läuft quasi der Verschlussträger läuft hier komplett auf den Verschlussfang oben drauf und dadurch müsst ihr den auch ein kleines bisschen stärker drücken. Also der kratzt ein kleines bisschen. Am besten ihr klopft einfach mit der Hand einmal drauf, im Handballen oder so, damit sich der Verschluss wieder löst. So, und erst jetzt natürlich im gespannten Zustand ist es möglich, den Feuerwahlhebel zu bedienen. Bedeutet auch hier für Einsteiger ganz kurz nicht wundern. Wenn das Ding nicht gespannt ist, könnt ihr auch die Waffe nicht auf sicher umschalten. Das funktioniert nicht. Also hier nicht mit Gewalt irgendwie probieren umzuschalten. Wenn sie nicht durchgeladen ist, funktioniert das nicht. Also hier einmal zum Umschalten, sehr klar definierter Feuerwahlhebel mit relativ viel Widerstand, aber klickt wunderbar in die einzelnen Positionen rein. Nur eben deutlich straffer wie jetzt zum Beispiel bei den ein oder anderen SAEGs. Für Österreicher oder Schweizer vielleicht noch interessanter, das Umschalten von halbautomatisch auf vollautomatisch ist jetzt zwar in Deutschland nicht relevant, da ohne Funktion, aber das geht brutal schwer. Bedeutet, ich muss hier mit relativ viel Gewalt einmal drücken, damit ich hier das ganze Modell auf Full Auto umschalten kann. Also auch hier, wie gesagt, ein bisschen, der ganze Feuerwahlhebel zwar schön definiert, schöne Klicks, geht aber geht einfach relativ straff zum Umschalten, muss man sagen. So bis der erste Millimeter vielleicht mal überwunden ist. So, und jetzt lasst uns eben im Detail noch mal kurz über den Abzug sprechen. Ich habe es euch bei den Allgemeininformationen schon kurz angesprochen, werde auch später noch mal bei den Internals ganz kurz darauf eingehen. Aber der Abzug ist zunächst mal, vom Abzugsgewicht ist er nicht so hoch. Ich schätze jetzt ungefähr mal so 1,2, 1,3 Kilo ungefähr. Aber
er ist ein bisschen kratzig. Bedeutet, wenn wir das ganze Modell jetzt einfach mal durchladen, ohne Magazin und uns den Abzug mal im Detail anschauen, dann haben wir hier jetzt quasi bis zum Druckpunkt erstmal ein ganz kleines bisschen Spiel. Und auch hier merken wir schon so ein bisschen so ein Kratzen innen drin. Also man merkt richtig, wie der Abzug irgendwo im inneren Bereich ein kleines bisschen reibt und kratzt. Und dadurch ihr auch nicht dieses Definierte habt. Wisst ihr, normalerweise ist ja der Abzug im vorderen Bereich ein bisschen leichter gefedert. Und dann zieht man bis zum Druckpunkt, dann hat man den Druckpunkt, dann schlägt man ab. Aber hier ist es ein bisschen undefinierter, da der erste Widerstand, um den zu überwinden, auch schon etwas höher ist. Bedeutet, ihr habt eigentlich, wie soll ich das beschreiben? Ihr habt eigentlich 2 Druckpunkte. Also ihr habt vorne, müsst ihr ein bisschen drücken, dann ja genau. Und das meinte ich. Und ihr wisst, er ist einfach ein bisschen undefinierter. Ihr wisst einfach nicht, wo ist jetzt mein Druckpunkt. Merkt ihr das? Ihr zieht relativ stark am Anfang und dann legt aber der Abzug erstmal nochmal so circa 4 mm zurück und dann kommt eigentlich erst der Hauptdruckpunkt. Und wenn ihr diesen dann erreicht habt, dann ist das Ganze aber sehr kurz und knackig. Bedeutet, ab hier, klack. Das sind vielleicht noch 2-3 Millimeterchen, den ihr dann noch lösen müsst, bis die Waffe dann letztendlich abschlägt. Und auch der Reset ist auch ein bisschen kratzig und undefiniert. Und wenn ihr den Abzug dann wieder kommen lasst, dann merkt ihr auch genau hier im hinteren Bereich, wenn ihr kommen lasst, auch hier kratzt es im Inneren irgendwas. Dann lasst er kommen und dann macht es erstmal einen Klick. Ja, aber die Waffe schlägt jetzt nicht mehr. Habt ihr es vielleicht gerade gehört? Merkt ihr das? Auch hier wieder dieses Doppeldruckpunkt oder dieser doppelte Druckpunkt. Bedeutet, man merkt einfach nicht 100%. Jetzt auch wieder nicht. Merkt ihr das? Also das ist irgendwie, der Abzug ist zwar vom Abzugsgewicht ist er schön, auch vom Abzugsverhalten schön kurz gehalten das Ganze, aber rein vom Abzugsgewicht und vom Druckpunkt finde ich ihn leider nicht ganz so schön. Dann vielleicht noch ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ihr dürft euch natürlich hier nicht wundern, wenn ihr die Waffe neu bekommt und sagen wir mal die ersten 2-3 Magazine raushaut. Nicht wundern, aus sämtlichen Löchern und Spaltmaßen drückt euch hier umgehend einmal das Öl raus. Bedeutet, ihr könnt sogar jetzt hier nach 20 Magazinen, könnt es vielleicht sogar noch ein bisschen sehen, auch hier drückt es immer noch ein kleines bisschen Öl, ja, zwischen Upper und Lower Receiver drückt es hier immer noch ein kleines bisschen Öl raus. Und es ist aber am Anfang noch deutlich schlimmer. Bedeutet, am besten, wenn ihr mal die ersten 5 Magazine raus habt, nehmt einen Lappen und putzt das Ding einmal außenrum einmal ab. Und wie gesagt, hier drückt es wirklich überall, auch bei den Pins seitlich, vom Hammer und vom Abzug, überall drückt es hier die Süffe ein bisschen raus. Da hat es einfach VFC wieder ein bisschen gut gemeint vom Schmieren. Aber lieber zu viel geschmiert wie zu wenig, sind wir ehrlich. Dementsprechend, wie gesagt, wenn das Ding mal eingeschossen ist, einmal drüber putzen und gut ist. Ansonsten, wenn ihr hier dieses Öl nicht wegreinigt und ihr geht damit mal spielen, dann könnt ihr euch überlegen, wie die Klifte danach aussieht. Und da klebt euch letztendlich am Öl, klebt euch alles dran. Sämtliche Staub- und Dreckpartikel bleiben letztendlich daran heften. Und was ihr jetzt hier auch seht, kurz an der Castle Nut hinten, da habt ihr die Endplate und da habt ihr eben unten nochmal in der Stahl-Endplate nochmal QD-Aufnahme für einen Sling-Swivel vorhanden. Bedeutet nicht, wie man es von den meisten AR-15 kennt, quasi mit dem Bügel seitlich weg, links und rechts, sondern hier mit einer QD-Aufnahme. Bedeutet aber gleichzeitig auch wieder, man muss erstmal wieder einen QD-Sling-Swivel finden, der da hinten wunderbar dazu passt. Denn auch hier habe ich schon häufiger angesprochen, ja, da baut halt auch jeder vom Durchmesser und von den Kugeln, baut halt auch jeder Hersteller irgendwie, worauf er gerade Lust und Laune hat. Also das ist nicht wirklich genormt, das Ganze. Und abschließend, bevor es gleich weitergeht mit den Internals, noch kurz Thema Schaft. Schauen wir uns auch noch kurz im Detail an. Lizenzierte BCM-Schaft, dementsprechend natürlich alle Original-Markings. Was heißt alle? Ihr habt letztendlich da oben habt ihr BCM drin stehen. Hinten auf der Schaftkappe, welche aus Gummi gefertigt ist, habt ihr einmal diesen Stern da einmal drin. Ist ein sehr guter Schaft, von der Verarbeitungsqualität finde ich ihn super und man muss natürlich nicht wie bei einer SAEG das Ding irgendwie runterziehen können, denn das ist ja bei den Schäften, ja, erfordert ein kleines bisschen Übung. Hier auf der GBB ist natürlich absolut kein Problem, denn ihr müsst keinen Akku einlegen da innen drin. Also Schaft ist gut, auch von der Passgenauigkeit auf der Tube ist super, QD-Aufnahme nochmal hier hinten drin und ihr zieht hier euren Sling durch. Und ihr habt sogar noch einen Unterschied, was ich jetzt festgestellt habe. Im Vergleich zu diesem SAEG-Schaft habt ihr sogar hier unten, wo ihr ihn einstellt, quasi an der Druckplatte, nenne ich es jetzt einfach mal,
habt ihr sogar auch nochmal so eine Strukturierung oder so eine Texturierung hier unten drauf. Das hat eben der von der SAEG, die Variante, hat das eben nicht. Also wie gesagt, der Schaft ist von der Verarbeitungsqualität und vom Material wirklich klasse. Gut, Leute, bevor es dann gleich weitergeht mit den Internals, mit dem Hop-Up-System, kurz ein paar kleine Informationen zur Demontage und für eine Wartung. Und das ist leider aufgrund der Barrel Nut wieder nicht sonderlich angenehm. Bedeutet, solltet ihr mal ein neues Hop-Up-Bucking benötigen, da einfach das Originale vielleicht verschlissen ist, müsst ihr natürlich aufgrund des Aufbaus des Hop-Up-Systems das gesamte Frontset zusammen mit dem Outer Barrel komplett demontieren. Und um überhaupt an die Hop-Up-Kammer ranzukommen. Und das ist leider nicht sonderlich einfach. Bedeutet, ihr müsst unheimlich aufpassen mit diesem Hop-Up-System. Mit dem Gewinde müsst ihr das unten komplett lösen. Das sind übrigens diese beiden Schrauben, wo ich euch vielleicht vorhin schon gesagt habe, die waren am Out of the Box. Die eine war schon fast komplett rausgeschraubt, die andere war komplett locker. Also die beiden Schrauben müsst ihr lösen, damit ihr das Ganze wegschrauben könnt, dann nach vorne abziehen könnt. Und dann müsst ihr ebenfalls den Outer, der ist übrigens zweiteilig, den müsst ihr ebenfalls komplett auseinandernehmen. Ansonsten bekommt ihr die Hülsen nicht runter. Bedeutet, hier steckt das Ganze später dann letztendlich so zusammen, also zweiteiliger Outer, nicht einteilig. Und wird dann hier seitlich über geklebte Gewindestifte einmal demontiert. Also hier aufpassen, die Gewindestifte sind geklebt und was eigentlich noch ein viel größeres Problem war, auch die Barrel Nut war unheimlich schwer runter zu bekommen. Ist übrigens eine komplette Stahl-Barrel Nut, ist nicht aufgeklebt. Also ihr seht, da ist absolut null Schraubensicherung drauf. Und trotzdem habe ich mich geplagt wie ein Bekloppter, um diese Barrel Nut irgendwie aufzubekommen. Also hier hilft wirklich nur Hitze, bedeutet Barrel Nut, den Stahl ein bisschen heiß machen. Und dann hilft eigentlich nur rohe Gewalt. Ist übrigens ein ganz normales Rechtsgewinde, bedeutet nicht irgendwie falsch rum drehen oder sowas. Ganz normales, wie in Deutschland üblich, Rechtsgewinde, bedeutet einmal im Uhrzeiger drauf, gegen den Uhrzeiger einmal lösen. Und wie gesagt, sehr, 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 sehr viel Gewalt nötig, um diese Barrel Nut überhaupt lösen zu können. Das ist halt ein bisschen zu beachten. Wie gesagt, wenn ihr mal ein neues Bucking braucht und ihr werdet irgendwann ein neues Bucking benötigen, dann ist leider das Ganze nur möglich mit roher Gewalt. Das ist einfach ein kleines bisschen zu beachten. Von der Abzugsgruppe oder vom System, da müsst ihr nichts großartig beachten. Das ist ganz normal GBB oder wie man es halt auch im Resteel-Bereich kennt. Hier nur aufpassen, der Pin unten für den Abzug und für den Disconnector, der ist nur gesteckt, also den könnt ihr einfach nur durchdrücken. Der Pin, der durch den Hammer durchgeht, der hier oben, der ist im inneren Bereich des Hammers, ist der mit so einer kleinen Scheibe ausgestattet. Bedeutet, der wird gesichert, der Pin, damit er eben nicht rausrutschen kann. Hier einfach ein kleines bisschen aufpassen, zeige ich euch aber später beim Hammer, wo sich diese Scheibe befindet, damit ihr die wieder korrekt installiert und nicht verliert. Ansonsten ist alles wie gehabt eigentlich. Also Leute, schauen wir uns die Baugruppen bzw. die Internals einmal im Detail an. Also fangen wir an mit den Internals und ihr seht, wir beginnen hier zunächst einmal beim Verschlussträger, denn hier sind mir jetzt nach 20 Magazinen doch ein paar kleinere Punkte aufgefallen. Zunächst, wie vorhin schon angesprochen, ja, der gesamte Verschlussträger in dieser BCM ist komplett aus Stahl gefertigt. Also ein richtig schöner, massiver Stahlverschlussträger und dementsprechend kickt das Ding auch wie Hölle. Also wie gesagt, der Rückstoß ist sowas von satt und definiert, richtig gut, macht mega viel Spaß, aber eben aufgrund des Materials komplett Stahl. So, hier sind mir eben zwei Punkte aufgefallen, und zwar alle Bauteile, also auch die anderen Internals, waren seitens VFC mehr als gut geschmiert. Bedeutet, die ganze Knifte war innen drin eigentlich getränkt in Fett und in Öl. Bedeutet aber auch gleichzeitig wieder, ich habe alle Bauteile bereits einmal gereinigt. Also ein bisschen sauber gemacht, eben damit sie im Video nicht so versüfft ausschauen. Auch den Verschlussträger habe ich bereits gereinigt, nur hier habe ich eine Stelle ausgelassen, um euch das ein bisschen zeigen zu können. Und zwar, wenn ihr vom Schützen auf der rechten Seite mal herschaut, hier seht ihr so ein bisschen Aluminiumspäne oder so ein kleines bisschen Abrieb an der Position. Ebenfalls, wenn man dann von vorne mal drauf schaut, ich weiß nicht, ob wir das ja scharf bekommen, auch hier kleines bisschen Abrieb, kleines bisschen Metallspäne. Würde ich jetzt sagen, gar nicht so schlimm, so ein ganz kleines bisschen Späne, ja, kann schon mal auftreten. Allerdings sammelt sich das Ganze, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wenn ihr jetzt mal in den Lower Receiver reinschaut, hier in die vordere Kante, auch hier vorne,
leider bereits ein paar Metallspäne einmal drin. Und noch deutlich gravierender sieht man es dann letztendlich im Upper Receiver. Und zwar auch hier komplett an der vorderen Kante. Bedeutet hier voll mit Spänen und ebenfalls hier vorne der Radius innen drin. Auch hier alles komplett voll mit Spänen. So, hier sehe ich leider ein kleines bisschen Verschleiß und das nach 20 Magazinen, denn hier schleift euch oder hier reibt es euch im inneren Bereich des Upper Receivers, reibt es euch aufgrund der scharfen Kante, reibt es euch das ganze Aluminium runter. Und zwar folgender Punkt: Ihr habt ja hier vorne Standard diese Kante am Verschlussträger, wenn der Verschlussfang greift, bedeutet der Bolt Catch, also quasi der Hebel hier, der läuft einmal hoch dann, wenn das Magazin leer ist, und dann knallt das Ding hier einmal dagegen. So, also üblich, also nicht so dieses Z-System, wie man es von Marui zum Beispiel kennt, wo die Energie über eine Feder ein bisschen rausgepuffert wird, sondern hier schlägt das Ding oder knallt das Ding halt einfach Stahl auf Stahl, also ein Prellschlag. So, dadurch ergibt sich selbstverständlich hier im vorderen Bereich ein kleines bisschen so diesen Verschleiß, beziehungsweise so diese leichte Druckstelle. So, und diese Druckstelle schleift euch dann aber komplett im Upper Receiver. Und zwar im inneren Bereich des Radius. Jetzt passt mal auf, ich versuche euch das mal irgendwo zu zeigen, denn das sieht man nämlich relativ beschissen. Ihr seht hier vielleicht, hier kommt innen drin so ein Radius raus oder so ein kleiner Steg raus. So, und hier im oberen Bereich, bedeutet, wenn man hier oben reinschaut, ich kann das sehr schlecht einfangen gerade, stelle ich fest, aber genau hier oben drin, hier schleift euch innen drin quasi diese Kante, diese scharfe Stahlkante, schleift euch hier direkt übers Alu einmal drüber und schiebt oder reibt dementsprechend oder raspelt dementsprechend das ganze Aluminium innen drin ab und sammelt sich eben dann hier im vorderen Bereich. Also das finde ich vielleicht nicht ganz so geil. Wenn man das einfach mal vergleicht mit zum Beispiel diese Marui-Systeme, wo eben der gesamte Verschlussträger über so Rollen geführt wird, da hat man sowas nicht, denn der ganze Verschlussträger wird einfach ein bisschen schöner geführt. Also der schleift euch nicht irgendwo an der Wandung oder sowas entlang und eben dann noch dieses Z-System mit dem Bolt Catch Lever oder mit dem Verschlussfanghebel. Also hier ein bisschen darauf achten, aufgrund dieser Schlagkante schleift oder reibt der Verschlussträger leider ein kleines bisschen Aluminium ab. So, der nächste Punkt ist, auch der Verschlussträger war komplett voll mit Fett, also komplett voll mit Fett, seht ihr, habe ich sauber gemacht. Und wenn man jetzt hier mal herschaut, ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ist, aber hier sind teilweise so leichte braune Stellen einmal drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie schon Flugrost ist oder ob das einfach irgendwie von dieser Stahlbeschichtung kommt. Wie gesagt, keine Ahnung, ist mir nur aufgefallen, dass ihr da die Stellen, die eben trocken waren, die sind so ein bisschen bräunlich geworden, auch im hinteren Bereich, wo es dann hier schon ein bisschen blank wird. Auch hier habt ihr so ganz leichte bräunliche Flecken drin. Und wie gesagt, ob das jetzt Rost ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da es eben Stahl ist und wenn ihr vielleicht sogar auch mal im Regen spielt, achtet einfach darauf, dass der Stahl immer ein kleines bisschen geölt ist. Ansonsten kann es schon schnell passieren, wenn da Feuchtigkeit rankommt, dass das Ding halt anfängt, ein bisschen zu rosten oder ein kleines bisschen Flugrost anzusetzen. So, und der letzte Punkt ist, wir haben im oberen Bereich des Verschlussträgers natürlich ebenfalls einmal unseren Nozzle Stop drin. Das ist dieses Bauteil hier, ist auch komplett aus Stahl gefertigt, sitzt dann letztendlich hier vorne drin und bremst oder hält letztendlich die Nozzle fest, damit sie nicht komplett rausfahren kann. Ist aus Stahl gefertigt, finde ich gut, hält auch wunderbar. Nur hier oben quasi die Ansteuerung für den Spannhebel. Hier waren auch jetzt gerade bei der Demontage leider bereits die Schrauben lose. Bedeutet, da habt ihr ja oben dieses Teil hier, da hakt dann letztendlich einmal der Spannhebel ein, damit ihr das Ding mit nach hinten ziehen könnt. Und das ganze Bauteil ist auch aus Stahl gefertigt und wird hier oben über 2 Schrauben quasi einfach befestigt auf dem Verschlussträger. Und wie gesagt, diese beiden Schrauben, die greifen in ca. 4 Gewindegänge rein und die waren jetzt bei der Demontage gerade komplett locker. Also die waren nicht mehr wirklich festgezogen. Entsprechend einfach mal bei einer Wartung vielleicht mal kontrollieren, ob die Schrauben noch wirklich fest sind und gegebenenfalls eine leichte oder mittelfeste Schraubensicherung auf die Schrauben aufbringen. Bitte keine hochfeste, ihr wollt das Zeug auch irgendwann vielleicht mal wieder demontieren können. Dementsprechend eine leichte oder mittelfeste Schraubensicherung. Wie gesagt, hier kann es vielleicht eben gerade aufgrund des hohen Rückstoßes kann es eben vorkommen, dass sich gewisse Schrauben auf Dauer ein kleines bisschen losnoddeln.
Ansonsten von der Qualität und vor allem vom Material kann man gar nicht schimpfen. Das würde ich sogar heute als sehr positiv bewerten. Denn bei welcher Knifte, gut GHK vielleicht, aber bei welcher Knifte habt ihr denn einen kompletten Stahlverschlussträger drin in der Qualität? Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die Passgenauigkeit ist sauber. Auch der Nozzle-Stop aus Stahl hier vorne drin ebenfalls tipptopp. Früher war der glaube ich sogar noch aus Kunststoff, ne? Der konnte dann ab und zu mal abreißen bei VFC. Zielgerade die ersten Versionen von der HK416 damals. Immer wieder Probleme mit dem Nozzle-Stop gehabt. Jetzt eben das ganze Teil aus Stahl gefertigt und die Nozzle wird einfach sauber gehalten und euch reißt das Ding nicht einfach ab. Also hier komplett alles aus Stahl gefertigt, Qualität in Ordnung und auch von der Beschichtung her kann man hier definitiv nicht meckern. Und weil wir jetzt gerade schon über den Verschlussträger und den Bolt Catch bzw. den Verschlussfang gesprochen haben, machen wir gleich bei den Bauteilen weiter. Bedeutet, hier habt ihr gerade schon gesehen, das ist eben einmal euer Bolt Catch bzw. Verschlussfang. Der wird eben übers Magazin, hier dieser kleine Hebel nach oben gedrückt und dann knallt euch eben, wie gerade schon gesehen, hier hinten knallt euch dann letztendlich der Verschlussträger bzw. der Bolt Carrier dagegen und wird quasi hinten gehalten, wenn das Magazin leer ist. Hier erstmal schön, komplett aus Stahl gefertigt, aber wie gerade auch schon angesprochen, es entsteht dennoch ein Prellschlag. Bedeutet, das Ganze wird einfach nicht irgendwie nochmal von der Energie ein bisschen verschleißschonender irgendwie abgefedert, wie bei Marui, wie gerade schon angesprochen, ist nicht so. Dementsprechend eben hier müsst ihr eben auch ein kleines bisschen auf Dauer mit ein bisschen Verschleiß rechnen. Der gesamte Bolt Catch sitzt dann ebenfalls in dieser Baugruppe hier drin, ist auch komplett aus Stahl gefertigt und diese wiederum sitzt dann hier oben in eurem Lower Receiver drin. So, und hier läuft letztendlich dann der Verschlussträger in dieser Stahlführung. Bedeutet, er klappt hier innen drin nach oben, hier kommt der Verschlussfang, dann prügelt das Ding nach vorne und knallt dann letztendlich hier gegen die Kante. Also hat man auch hier genügend Material einmal vorhanden und das Ganze auch aus Stahl, um die Energie einfach rausnehmen zu können. Und wie gesagt, hätten es da jetzt bloß Alu genommen oder hätten es den nicht nochmal extra gestützt, dann wäre auch hier vermutlich irgendwas sehr, sehr schnell gebrochen. Aber wie gesagt, hier auch die Aufnahme von dem Verschlussträger auch komplett aus Stahl gefertigt. Auch stellt dieses Bauteil gleichzeitig das Housing für euren Firing Pin dar. Bedeutet, ihr seht hier innen drin euren gefederten Firing Pin. Auch dieser ist komplett aus Stahl gefertigt und ist seitens VFC ziemlich cool umgesetzt, finde ich, gerade was die Federung angeht. Bedeutet, ihr seht, ihr habt hier unten letztendlich die Feder drin mit einem langen Bein nach oben und die hakt hier oben letztendlich nur an so einem kleinen Haken ein. Dadurch kann der Firing Pin wunderbar nach vorne geschlagen werden, vom Hammer später, gleichzeitig aufgrund des Hakens, aber gleichzeitig auch nach oben klappen, wenn jetzt das Magazin eingelegt ist oder eingelegt wird, wenn der Firing Pin im vorderen Bereich ist. Also hier irgendwie cool, so eine schöne Kombi gemacht aus Rotation und Schlagkraft zum Beispiel. Also hier, ich finde es cool umgesetzt von VFC. Allerdings sieht man natürlich auch, dass das ganze Teil, der ganze Firing Pin natürlich in einem kleinen Bolzen laufen muss, damit er nicht vollständig durchrutschen kann. Dadurch seht ihr, dass da hinten ein kleines Langloch drin ist. Jetzt hat man natürlich hier, wo später der Hammer draufhaut, hat man relativ wenig Material oder nur ein sehr dünnes Material. Bedeutet hier einfach mal beobachten, auf Dauer, ja, es ist Stahl, aber wenn die ganze Zeit auf Stahl draufkaut wird, kann es halt doch irgendwann mal verschleißen oder sogar brechen, wenn es porös wird. Also hier einfach immer mal wieder kontrollieren, vielleicht alle halbe Jahr mal, ob hier das Langloch oder hier dieser Steg hier runter wird, ob das noch alles in Ordnung ist. Weil wenn der anfängt irgendwie Risse zu bekommen oder stark irgendwie zu verformen oder sowas, dann kann es passieren, dass der eben durchbricht und dann öffnet euch das Ventil nicht mehr. Aber ansonsten der Firing Pin komplett aus Stahl, schön groß dimensioniert, schön dick dimensioniert und läuft wunderbar in dem dafür vorgesehenen Stahlgehäuse. Dann können wir uns die Nozzle anschauen, um die werden die meisten GBB-Spieler vermutlich kennen, denn hier immer noch die Standard V3-Version von VFC, natürlich weiterhin passend für alle M4-Modelle und auch HK416-Modelle. Nur hier eben die kleine Besonderheit, wer sich zurückerinnert, HK416A5
hatte damals auch die Nozzle drin, aber im inneren Bereich des Inner Valve oder das innere Ventil war mit einem N-Pass ausgestattet. Und das ist hier leider nicht der Fall. Bedeutet, es ist euch nicht möglich, die Gasmenge zu regulieren bzw. einzustellen. Und dementsprechend ist es auch nicht möglich, die Energie über die Nozzle zu drosseln oder zu erhöhen. Das finde ich bei einer GBB immer ein bisschen, ja, eine gewisse Limitierung, denn man muss halt immer schauen, dass man für die entsprechende Außentemperatur das entsprechende Gas und die entsprechende BBs verwendet. Nimmt man hier ein zu starkes Gas, dann liegt beim Chrono einfach viel zu hoch, darf nicht mitspielen. Dann muss man irgendwie schauen, dass man die Energie runterdrückt mit einem schwächeren Gas. Das ist also immer so ein bisschen so ein Punkt, da ist einfach ein N-Pass eine schöne, feine Sache, damit man das Ganze eben entsprechend mal kurz einstellen kann. Ob man jetzt im Herbst spielt, ob man jetzt vielleicht im Frühling spielt oder ob man im Sommer spielt, man kann einfach die Energie immer übers N-Pass einstellen. Und das ist hier eben leider standardmäßig nicht möglich. Finde ich ein kleines bisschen schade, gerade bei dem Preis hätte man gerne ein N-Pass direkt verbauen können. Die Nozzle an sich ist aber dennoch sehr gut, wie gesagt mittlerweile Version 3, gibt es aber jetzt auch schon seit keine Ahnung, 6 Jahren oder 7 Jahren, glaube ich, komplett Polyamid-Kunststoff, also sehr hochwertiger, schön robuster Kunststoff. Auch die Warzen vorne bleiben nicht irgendwie hängen, wenn sie reinfahren letztendlich in den Verschluss. Bedeutet letztendlich hier einmal ebenfalls Polyamid-Kunststoff, sind sauber angefasst, greifen hier schön sauber rein, haben auch noch ein kleines bisschen Luft und man sieht auch hier bis jetzt absolut kein Verschleiß, dass irgendwie die Nozzle mal schräg oder ja, ein bisschen krumm quasi ja, nach vorne gefahren wurde. Das ist nicht der Fall. Auch die untere Kante oder die Feeding-Lippe, wie ich es immer gerne nenne, quasi die Kante, welche die BBs aus dem Magazin rauszieht oder rausdrückt, auch diese schön groß dimensioniert. Hier sieht man aber halt auch schon so eine ganz kleine, leichte Druckstelle. Solange das aber nur eine Druckstelle ist, scheißegal. Vor allem, wenn man sich das mal anschaut, wie groß hier diese Feeding-Lippe gewählt ist im Vergleich zu einer Backup oder so, wo die Teile teilweise nur vielleicht 1,5 mm haben und dementsprechend gern mal abbrechen können, ist hier nicht der Fall. Also sehr, sehr gute Nozzle, auch die Abdichtung hinten, obwohl diese nicht ventiliert ist. Bedeutet hier die Nozzle oder der O-Ring hinten komplett ohne Ventilation. Dennoch dichtet sie sauber ab und läuft tadellos im Verschlussträger. Wie gesagt, ich habe die Bauteile gereinigt, standardmäßig auch hier im inneren Bereich ordentlich Silikonöl von VFC überall drauf und dann läuft die Nozzle da innen drin wirklich richtig, richtig schön sauber. Wird weiterhin, wie bei VFC bekannt ist, letztendlich die Rückholfeder, die hier innen drin letztendlich läuft, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht überdehnen das Ganze, wird letztendlich nur im hinteren Bereich über einen kleinen E-Clip gehalten. Bedeutet, wenn wir mal den Verschlussträger dann umdrehen, dann seht ihr, dann kommt hier hinten diese kleine Aufnahme, hier kommt die kleine Aufnahme raus und da ist einfach nur so ein E-Clip drauf. Bedeutet, wenn ihr die Nozzle mal rausbauen wollt, E-Clip abziehen, da oben den Nozzle Guide oder Nozzle Stop demontieren, losschrauben und dann könnt ihr die einfach nach vorne einmal rausziehen. Auch hier muss man sagen, dass man mittlerweile Gott sei Dank Ersatz-Nozzlen auf dem deutschen Markt bekommt. Bedeutet, wo es früher noch ein Problem war, mal Ersatzteile herzubekommen, bekommt man jetzt bei relativ vielen Shops, die einfach diese GBBs anbieten, bekommt man auch diese Nozzle letztendlich auf Ersatz. Ansonsten bei WGC sind mittlerweile auch ebenfalls sehr, sehr viele Internals von VFC GBB-Waffen verfügbar. Also hier, was die Ersatzteilversorgung angeht, im Allgemeinen schon besser geworden wie noch vor einigen Jahren. So, dann die Nozzle und Verschlussträger wieder zusammengebaut. Hier können wir uns jetzt eben anschauen. Alles übrigens wieder natürlich selbstverständlich wieder neu geschmiert alles. Und da kann man sich einfach anschauen, dass die Nozzle einfach butterweich in dem Verschlussträger läuft, nicht irgendwie hakt und auch über den Nozzle Guide oder ja über den Nozzle Stop oben richtig schön gerade geführt wird. Bedeutet, wenn der Verschlussträger über die Nozzle, über den Gasdruck zurückgeführt wird, wird dieser immer schön gerade letztendlich geführt, bis dann letztendlich die Nozzle gegen den Nozzle Stop dagegen knallt und dann wird sie wieder problemlos über die Rückholfeder in den Verschlussträger hinein befördert. Wie gesagt, läuft von der Passgenauigkeit, läuft es wunderbar, kein Haken, kein Kratzen, die Maße sind alle in Ordnung, da können wir definitiv, was die Qualität angeht, nicht meckern. Nur hier vorne die Späne, die werde ich jetzt noch ein kleines bisschen sauber machen. Dann lasst uns gleich weitermachen mit der Abzugsgruppe. Auch hier alle Bauteile, bedeutet die gesamte Abzugsgruppe komplett aus Stahl gefertigt.
Also jetzt nicht nur irgendwie, ja, vielleicht mal der Sear oder sowas oder Disconnector. Nee, komplett, gesamter Hammer komplett aus Stahl, die Führungen, die Gleitlager, Aufnahme für den Hammer komplett aus Stahl. Der ganze Abzug unten natürlich aus Stahl gefertigt, der Feuerwahlhebel komplett aus Stahl und der Autosear selbstverständlich auch einmal komplett aus Stahl gefertigt. Also hier eine komplette, volle Stahlabzugsgruppe, finde ich schon mal gut. Und auch von der Umsetzung, was die Haltbarkeit angeht, sehr gut. Vom Abzugsverhalten, naja, habe ich euch vorhin schon mal angesprochen, der Abzug ist leider ein kleines bisschen kratzig. Oder man merkt einfach beim Ziehen oder Betätigen des Abzuges, da nimmt man einfach so ein bisschen so ein Kratzen wahr. Genauso wie beim Rückstellen, wenn man den Abzug wieder kommen lässt, da reibt er irgendwie ein kleines bisschen. Aber ansonsten, wenn ihr euch mal den Aufbau anschaut, nicht einfach nur hier unten quasi, wo der Hammer hier vorne quasi am Abzug einmal arretiert, nicht einfach so eine kleine Mini-Kante da irgendwie eingearbeitet mit einem Millimeter, sondern hier von den Arretierungsflächen richtig, richtig groß dimensioniert und dementsprechend sehr viel Material, was hier letztendlich ineinander reingreifen kann, um das Ganze eben zu halten. Also das finde ich einfach gut umgesetzt. Wisst ihr, hier ein bisschen Stahl, hier Stahl drauf, da Stahl, dazu noch einmal groß dimensioniert. Was soll da verschleißen? Also nicht wie bei WE, wo die Abzugsgruppen noch aus Zink sind und dann bloß ein Millimeter Arretierungsfläche, wo das Zeug, sage ich mal, nach einem Jahr durch ist und rund ist hier nicht so. Also sauber verarbeitetes, sauber konstruiertes und verarbeitetes Material, komplett aus Stahl. Wie gesagt, auch hier alles komplett aus Stahl. Der Disconnector hier innen drin, oder nennt man das Ding Disconnector? Doch, ich glaube schon. Quasi das Teil, was den Hammer hält, wenn ihr quasi den Abzug beim Schuss zurückhaltet. Also der löst dann letztendlich den Reset aus, dass das Ganze hier vorne dann später einrastet. Hier alles komplett aus Stahl. Wie gesagt, es läuft wunderbar. Und auch von der Umsetzung gar nicht mal so dumm, finde ich. Was heißt gar nicht mal so dumm? Haben sie sogar gut gemacht. Wir schauen es uns vielleicht im eingebauten Zustand dann anschließend nochmal ganz kurz an. Ich werde euch aber dann gleich zeigen, dass eigentlich der Hammer im Lower Receiver sehr viel Spiel hat. Bedeutet, das ganze Ding wird nicht irgendwie über die Gleitlager schön gerade gehalten, sondern der kann da innen drin locker 2,5 Millimeter hin und her schwabbeln in dem System, da eben hier sehr viel Toleranz auf diesen Lagern drauf ist. Aber gerade das, denke ich mal, ist sogar ein gewisser Vorteil, weil so wird er eben hier unten nicht über die Achse gehalten und quasi kann nur diese Bewegung, sondern der Hammer kann sich ein bisschen nach dem Verschlussträger ausrichten. Bedeutet, wenn das Ganze dann da hinten einmal anliegt, an der Fläche, seht ihr hier auch, wo einmal die Beschichtung ein kleines bisschen runter ist, da kann sich das Ganze einfach sauber anlegen. Und wenn jetzt quasi der Abzug komplett aufs Zehntel genau gefertigt wäre von der Achse, dann würde es hier vermutlich auf etwas mehr Verschleiß an der oberen Kante kommen. Ist aber nicht der Fall, da er eben ein kleines bisschen Spiel innen drin hat. Also manchmal ist Spiel sogar vom Vorteil, muss man sagen. Dann habe ich euch vorhin schon gesagt, bei der Demontage aufpassen, der Pin vom Abzug wird vom Hammer wird gesichert. Bedeutet, ihr habt hier diesen Stahlpin seitlich drin. Da müssen wir dann auch nochmal ganz kurz sprechen, denn die haben leider ein bisschen arg viel Spiel im Receiver. Aber auf jeden Fall hier, und da seht ihr in der Mitte, so eine kleine Nut drin. So, und wenn ihr jetzt den Hammer mal rausbaut, ihr könnt den Pin ganz normal durchklopfen. Wenn ihr aber dann den Hammer nach oben rausnehmt und einmal diese Hülsen, diese Stahlhülsen einmal abzieht, dann müsst ihr aufpassen, dann habt ihr hier innen drin so einen kleinen Klemmring. Und dieser kleine Klemmring läuft dann später im zusammengebauten Zustand in diese Nut rein und sichert sozusagen den Pin, damit der eben nicht rauswandern kann. Also hier aufpassen bei der Montage, auch auf die Ausrichtung der Hülsen, die sind auch nicht gleich. Auch hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr mal herschaut, die ist ein kleines bisschen größer. Die ist ein bisschen kleiner, mit mehr Fläche nach innen rein. Könnt ihr aber eigentlich nicht falsch machen. Bedeutet, ihr könnt das hier gar nicht da reinbauen. Bedeutet, hierher, dann umdrehen und dann unbedingt eben aufpassen, dass ihr diesen Klemmring hier einmal wieder einsetzt. So, und dann einmal die zweite Hülse hinterher. So, und so wäre euer Hammer dann wieder zusammengebaut. Es gibt einen Punkt, den ich nicht ganz kapiere, ob das so gewollt ist oder warum er das so macht. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Und zwar die Fläche, welche auf den Firing Pin drauf haut.
ja, das ist letztendlich ein Schraubenkopf. Also genau hier, wo der Firing Pin, der Aufprall kommt, da schraubt VFC eine Schraube rein. Jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das so gewollt ist oder warum sie das so machen. Vermutlich, natürlich, irgendwann wird sich hier das Material ein bisschen aufgrund des Prellschlags ein bisschen abnutzen. Aber ich habe es euch das letzte Mal schon mal bei irgendeiner GBB gesagt, oder auch bei der VFC GBB, ja, wenn da die ganze Zeit der Firing Pin oder wenn es die ganze Zeit auf den Firing Pin draufhaut, dann vermackt ihr diesen ganzen Sechskant da innen drin und dann bekommt ihr diese Schraube auch nicht mehr raus. Also warum sie da jetzt eine Schraube reinmachen oder was das jetzt genau für einen Vorteil hat, verstehe ich leider nicht. Wie gesagt, irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben. Ich finde es jetzt nicht so geil, denn vermutlich wird der Schraubenkopf auch weicher sein, wie das Material vom Hammer selbst. Wie gesagt, wenn mir das mal jemand erklären möchte, was das für einen Vorteil hat, gerne mal Kommentarfeld nutzen. Dann lass uns die Abzugsgrube auch im eingebauten Zustand noch ganz kurz ansprechen. Hier, wie gerade schon gesagt, der Hammer an sich hat hier relativ viel Spiel drin. Bedeutet, wenn man den mal entspannt, wie gesagt, er kann da, keine Ahnung, 3-4 mm innen drin rumschwabbeln. Würde ich aber gar nicht mal als so kritisch ansehen. Was mir aber jetzt auch aufgefallen ist, die Pins haben an sich im Receiver schon leider etwas viel Spiel. Bedeutet, ein rotierender Pin in einem Aluminiumgehäuse ist normalerweise nicht gut. Da gibt es extra so Teile, ja, so Anti-Rotation-Parts zum Beispiel, damit man die Pins einmal sichern kann, damit die eben nicht rotieren. Denn jedes Mal, wenn dieser Stahlpin sich hier innen drin dreht, irgendwann arbeitet sich diese Bohrung, ist ja letztendlich nur Alu, arbeitet sich diese auf und dann bekommt man einfach sehr viel Spiel in die Teile rein. So, und jetzt schaut mal her, was mir ebenfalls aufgefallen ist. Der Pin an sich vom Hammer rotiert immer nach vorne. Bedeutet, jetzt rotiert er sogar nach hinten. Kann hier aber problemlos einmal drin rotieren. Wenn ihr hier mal drauf achtet, oder wenn man das vielleicht im Video erkennen kann. Schaut mal, der dreht hier also komplett in der Bohrung. Das ist nicht ganz optimal, würde ich mal sagen. Und was ich auch nicht ganz optimal finde und das aber auch gerade mal im Vergleich zu dem Marui-System, das hat Marui einfach ein bisschen schöner gelöst, was den Verschleiß angeht. Wir haben hier immer einen Prellschlag auf den Firing Pin. Jetzt habe ich euch vorhin schon gesagt, beim Firing Pin, da ist ein Langloch drin und dadurch ist die hintere Kante, der Steg, ein kleines bisschen dünn. Das sind vielleicht 1,5 mm Wandstärke. Und ihr seht eben hier diese Schraube, wie gerade schon angesprochen, beim Hammer. Bedeutet, jedes Mal, wenn der Schuss bricht und der Hammer sich entspannt, haut euch der Hammer hier oben auf den Firing Pin drauf. Sozusagen ein Prellschlag. Bei dem Marui-System wird der Firing Pin immer direkt mit dem Hammer mitgenommen. Bedeutet, er liegt euch immer an der Kante hinten an und wird dann letztendlich aus Ventil vollständig draufgeschoben. Und das ist hier nicht der Fall. Bedeutet, es entsteht immer ein Prellschlag der beiden Bauteile, was eben ja für ein bisschen mehr Verschleiß sorgt. Wie gesagt, das finde ich bei Marui, das ein kleines bisschen ja, schöner umgesetzt. Damit ich den Lower jetzt wieder zusammenbauen kann, können wir gleich den Buffer uns ansprechen. Buffer Spring habe ich euch vorhin schon versucht ein bisschen näher zu bringen. Die Buffer Spring selbst ist relativ schwach. Also hier, wie gesagt, die ist relativ schwach, aber auch dieser Buffer, den kennt ihr vielleicht bereits, ist aus Aluminium gefertigt. Da habt ihr im inneren Bereich eine sehr, sehr starke Feder, wo letztendlich hinten so ein Stahlbolzen drauf drückt. Bedeutet, wenn der Buffer dann hinten anschlägt, drückt letztendlich dieser Stahlkolben, drückt hinten gegen die Wandung von der Buffer-Tube, dann komprimiert es diese sehr starke Feder ein kleines bisschen und schießt sozusagen oder katapultiert den Buffer wieder nach vorne. Unterstützt also letztendlich die Buffer Spring. Denn wenn man eben nur die Buffer Spring verwenden würde, dann wäre das System deutlich träger und langsamer, da die eben sehr, sehr wenig Power drauf hat. Hier muss man aber auch dazu sagen, hier innen drin, da scheppert es ein bisschen, also da schwabbelt immer das Stahlteil, das schwabbelt da immer frei drin rum, wird also nicht komplett irgendwie ja, nach hinten gedrückt über die Feder. Das schwabbelt also ein kleines bisschen und klappert ein bisschen. Und dann, wie vorhin auch schon angesprochen, leider immer wieder bei VFC ein Problem und schon seit Jahren ein Problem. Oder was heißt ein Problem nicht, wenn es halt stört. Diese Buffer Spring, die klingelt und scheppert beim Schießen, das ist sehr, sehr unangenehm. Hört sich irgendwie nicht richtig an. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so tief drin in dieser Materie GBB Langwaffen, das wisst ihr, ich habe fast nur noch SAEGs.
Aber wenn euch das stört, entweder Buffertube ein kleines bisschen schmieren und fetten, oder aber ihr schaut mal im Gasgun Empire und im Forum und schaut mal, ob es vielleicht nicht sogar von einem anderen Hersteller mittlerweile irgendwie vielleicht bessere Buffer Springs gibt oder was man vielleicht sonst machen könnte, um dieses Scheppern und Schwingen da hinten drin im Buffer oder in der Buffertube ein bisschen wegzubekommen. Denn ihr habt jedes Mal den schönen Kick drin, den lauten Knall von der GBB, und dann scheppert euch da hinten drin in der Buffertube genau neben dem Ohr, scheppert euch dann die Feder da innen drin rum. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber vielleicht scheppert es auch bei einer Scharfwaffe, keine Ahnung. Und wie gesagt, wenn ihr das wegbeseitigen wollt, vielleicht ein bisschen Buffertube innen drin, ein bisschen fetten oder einfach mal im GGE schauen, mal die Forensuche verwenden, ob es vielleicht nicht sogar andere Buffer Springs für die M4-Modelle oder auch HK416-Modelle von VFC mittlerweile gibt. Da ich mir nicht sicher bin, wie gut ich das vorhin mit dem Mikrofon einfangen konnte, einfach jetzt hier mal im eingebauten Zustand Buffer Spring. Vielleicht könnt ihr es jetzt ein bisschen besser hören. Aber wie gesagt, ihr habt dann immer dieses Schwingen drauf. Und wie gesagt, wenn das Ding komplett aufgezogen wird oder hinten dagegen knallt, dann ist es noch ein bisschen unangenehmer. Und wie gesagt, Thema Buffer Spring, Klangbild kann man gegebenenfalls doch etwas optimieren. So Leute, dann lasst uns abschließend über Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen. So, zunächst mal der Lauf, habe ich euch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen bei den technischen Daten. Ganz normaler GBB-Lauf, Länge 275 mm, Innendurchmesser 6,03 mm und dieser aus Aluminium gefertigt und eloxiert. Und das aber auch nicht so hart wie jetzt zum Beispiel, wo hat man das letzte Mal Aluläufe drin? ICS war das, glaube ich, bei der MP5. Auch hier habe ich mal so diesen Kratztest gemacht, wie resistent die Beschichtung von dem Alu ist. Und ihr seht, hier ist, oder vielleicht kann man es im Video erkennen, da vorne, da kommt schon das blanke Alu durch. Also hier ist sehr wenig Kraft nötig, um hier Kratzer in die Beschichtung reinzubekommen. Da war die Beschichtung bei ICS, war da deutlich härter. Dementsprechend, ich weiß jetzt auch nicht, warum VFC und ICS, warum man da unbedingt Alu nehmen muss. Ja, natürlich, es ist leicht. Gescheiter Edelstahllauf rein, dann wäre es auch wieder wurscht. Und wie gesagt, ja, irgendwann könnte es passieren, dass natürlich diese Beschichtung gerade innen drin halt durch die BBs einmal verschleißt oder abgezogen wird. Dann müsst ihr halt vielleicht gucken, dass ihr vielleicht mal irgendwann einen neuen Lauf installiert. Aber wie gesagt, out of the box ist es in Ordnung. Alulauf 275603. So, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt Hop-Up-System. Und das hat VFC gut umgesetzt, aber nicht ganz perfekt. Es gibt zwei Punkte, die mich stören. Zunächst schauen wir uns aber mal an, wie dieses ganze Hop-Up-System vonstatten geht und wie es konstruiert ist. Zunächst mal habt ihr vorne über eurem Auto ganz normal die Gasabnahme. So, das ist das Teil hier. Ja, jetzt habt ihr hier bei der BCM oder bei dem Hop-Up-System nicht wie üblich einfach so eine Gastube oder das Gasrohr, nicht irgendwie nachgebildet wie bei einer Scharfwaffe, sondern das Gasrohr ist angedeutet, sage ich jetzt einfach mal, mit dieser Edelstahlwelle hier oder mit dieser Edelstahlschraube. Bei dieser Edelstahlschraube habt ihr vorne drin ganz normal den Inbus, bedeutet 3 mm Inbus, kommt da hier vorne rein, könnt drehen. Über Drehen verstellt ihr natürlich hier dieses Gewinde. Auf dem Gewinde wiederum läuft dieser Schieber aus Aluminium. Bedeutet, das Ganze wird hier oben einfach einmal reingeschraubt. Da müsst ihr euch vorher vor der Demontage bitte eine kleine Markierung drauf machen, wo das Ganze war. Circa mittig vom Gewinde im Nullzustand. Sitzt also so drauf, und wenn ihr dann letztendlich hier vorne dreht, dann schraubt ihr letztendlich einfach nur dieses Teil auf dem Outer. Also das rutscht quasi über den Outer drüber. Damit schiebt ihr quasi letztendlich nur das Teil nach hinten. Na, wartet mal, ich mache das vielleicht, das Gewinde noch mal kurz raus, dann kann man es besser erkennen. So, jetzt nehmen wir mal nur das Teil her. Bedeutet, das Teil schiebt ihr auf dem Outer einfach übers Gewinde hin und her. Und dann habt ihr da hinten einfach eine kleine Rampe drin. So, und über diese Rampe steuert ihr letztendlich einfach nur den Lever an. So, zwei kleine Probleme. Beziehungsweise Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber es wäre auch ein bisschen schöner gegangen, meiner Meinung nach. Zunächst mal, ihr habt hier oben ein stinknormales Gewinde, das müsste ein M5 sein. Wartet, ich kann es euch auch mal, wenn es interessiert, ich kann es mal rausmessen. Ja, ist ein M5. Also ganz normales M5 Gewinde. Und das aber auch kein Feingewinde. Bedeutet, Gewindesteigung müssten, keine Ahnung, 1,5
Millimeter sein oder 1,5, was haben wir da Gewinde? 1. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn VFC hier ein Feingewinde verwendet hätte. Denn ich habe es euch vorhin schon versucht ein bisschen zu erklären. Das Hop-Up ist aufgrund des Buckings extrem aggressiv zum Einstellen. Bedeutet, wenn ihr da nur eine Fitzelchen Umdrehung an dieser Schraube da vorne macht, die hakt auch ein kleines bisschen, bekommt ihr sehr schnell zu viel Hop drauf. Also ihr tut euch ein bisschen schwieriger, so diesen Sweet Spot wirklich zu 100% sauber zu finden. Dazu kommt natürlich, wenn man mal ein bisschen schneller triggert und die Knifte so leicht in den Cooldown reinfällt, dann nimmt der Hop-Up-Effekt zu. Bedeutet, wenn ihr jetzt langsam triggert, das Magazin hat Temperatur, das Gas hat Temperatur, dann stellt ihr euer Hop ein, dann läuft das alles wunderbar. Und das ist aber bei jeder GBB so. Wenn aber dann das Magazin kalt wird, das Gas kalt wird und die Energie fällt ein bisschen ab, dann neigen die BBs eher dazu, ein bisschen stärker gehoppt zu werden, da sie langsamer aus dem Bucking quasi abgeschossen werden und dadurch ein stärkerer Magnus-Effekt aufgebaut wird. Das ist immer, wie gesagt, das ist nichts Gravierendes, das ist bei allen GBB so. Aber wie gesagt, rein vom Einstellen her wäre es meiner Meinung nach ein bisschen schöner gewesen, hier einfach ein Feingewinde drauf zu knallen. Dann hätten wir eben noch ein bisschen gröber, sage ich mal, mit dem Inbus vorne vorgehen können und das Hop-Up wäre nicht ganz so aggressiv geworden. So, und der nächste Punkt ist, dass VFC hier zwar ein gutes Bucking reinbaut und auch eine schöne große Fläche als Tensioner verwendet. Bedeutet, seht ihr, das Teil hier ist einmal euer Tensioner. Aber ihr seht, das Ganze hängt an dem Lever dran und ihr bewegt ihn jetzt nicht wie bei einem TDC-System gerade nach unten, sondern natürlich über diese Rampe hier vorne bewegt ihr letztendlich das ganze Teil einfach im hinteren Bereich nach unten. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, so würde der Tensioner jetzt so nach unten fahren, gerade, dann würden wir oder könnten wir natürlich die gesamte Patchfläche einmal innen drin nutzen. Ist aber eben nicht der Fall, da das Ganze im Winkel wegkippt. Bedeutet, wenn ihr Hop drauf gebt, drückt es letztendlich nur den hinteren Bereich nach unten. Bedeutet, ihr nutzt letztendlich wirklich nur vom Bucking vielleicht die hinteren 2 mm, um Rotation aufbauen zu können. Und nicht die gesamte Fläche von dem Tensioner. Das Bucking selbst dagegen ist wirklich gut, ist ein ganz normales GBB-Bucking, aber mit einer sehr großen Fläche innen drin. Das ähnelt schon fast, wie gesagt, das ähnelt schon fast einem R-Hop. Wenn man sich aber diese Patchfläche jetzt innen drin nach 20 Magazinen mal anschaut, da kann man eben ganz deutlich erkennen, dass im hinteren Bereich sieht man, dass der Gummi dass die Patchfläche ein bisschen weiß ist und im vorderen Bereich ist er noch wie neu. Natürlich, denn wir drücken letztendlich die ganze Patchfläche nur im hinteren Bereich und nicht gerade nach unten. Also auch hier sind andere Hop-Up-Systeme, ebenso TDC-Systeme oder halt auch aus dem SAEG-Bereich. Diese ganzen Systeme sind heutzutage hier ein kleines bisschen schöner von der Umsetzung her. Hätten sie jetzt hier oben einfach einen Tensioner reingesetzt über eine Führung, dass man quasi dass man quasi die Stange direkt über einen Winkel reinschiebt, dann hätten sie einfach den Tensioner gerade hoch und runter bewegen können. Und so geht halt VFC wieder einen etwas veralteten Weg und bewegt das Ganze halt ganz normal, wie man es kennt, über einen Winkel. Wie gesagt, es wär schöner gegangen, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich werde heute weiterhin einen Pluspunkt auf das gesamte Hop-Up-System geben, denn es ist direkt ohne sonderlich viel Werkzeug möglich, direkt von außen einzustellen. Man braucht nicht wie bei KWA irgendeinen besonderen Hop-Up-Schlüssel von der Seite. Man braucht nicht wie früher noch so diesen alten Inbus von hinten durch den Upper Receiver durch, sondern schön bequem von außen einstellbar. Und auch funktioniert das Hop-Up bis 0, ja gut, es kommt immer aufs Gas drauf an, aber mit den beiden Gassorten, was Sniper mir jetzt mitgeschickt hat, mit dem 4.0 und mit dem 3.0, funktioniert das Ganze auch mit 0,32 Gramm schon wirklich sehr gut. Also hier würde ich gar nicht schimpfen. Wie gesagt, auspacken, Gas rein, Mumpeln rein, spielen. Muss man an sich nicht mehr großartig was dran machen. Nur wie vorhin vielleicht auch schon kurz erwähnt, das wiederhole ich jetzt ganz kurz, kontrolliert einfach mal, vielleicht nach den ersten paar Magazinen oder auch wenn ihr euch die Waffe kaufen solltet, kontrolliert unten mal über den Vorderschaft, über das M-Lock, dass diese beiden Schrauben wirklich fest sind. Wie vorhin schon kurz angesprochen, eine Schraube war bei mir fast komplett draußen, wo ich die Waffe bekommen habe. Also die war komplett unten im M-Lock drin, die war so drin, komplett schräg. Und die hier war vielleicht bis zur Hälfte reingeschraubt. Bedeutet, sollte das der Fall sein, dann wird natürlich das Teil,
nicht mehr auf dem Auto fixiert und kann dementsprechend, wenn ihr dann das Hop-Up einstellen wollt, schiebt ihr einfach nur das Teil hier auf dem Auto hin und her, da die Schrauben nicht fest sind. Also hier sollte es mal Probleme geben, kontrolliert die Schrauben, damit die wirklich schön sauber und festgezogen sind. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Dann baue ich den ganzen Schinken mal wieder zusammen und wir sehen uns abschließend zum Fazit. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Review zur VFC BCM GBBR in 11,5 Zoll und lasst uns wieder mein ganz persönliches Fazit durchgehen. Beginnen wir erstmal bei den Pluspunkten. Auch hier erstmal wieder ein großer Pluspunkt: Verarbeitungsqualität der Externals, wirklich hervorragend. Da lässt sich VFC nie lumpen. Gesamte Vorderschaft sauber gefräst, Übergang sauber, Barrel Nut passt einfach von den Toleranzen wunderbar zusammen. Auch der Receiver von der Verarbeitungsqualität wirklich klasse. Kein Spiel irgendwie in den Pins drin. Der Schaft toll gefertigt, Polar mit Kunststoff, keine unsauberen Stellen irgendwie, keine Spritzgussnähte und auch die Passgenauigkeit zur Buffer-Tube einfach hervorragend. Läuft wunderbar, wie gesagt, läuft ein bisschen straffer, hat aber dafür kein Spiel, wackelt da nicht und schlappert da nicht drauf rum. Dementsprechend gesamte Verarbeitungsqualität von den Externals ein Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt auf meiner Liste sind dann die gesamten Internals, auch diese komplett aus Stahl gefertigt. Hammer, Sear oder Disconnector, der Firing Pin und sogar der Verschlussträger ebenfalls komplett aus Stahl gefertigt. Also grundsolide Internals, muss man sagen. Dementsprechend hier langlebig und auch hier muss man sagen, wir sind nicht mehr, wo wir noch, sage ich mal, vor vielleicht 7 Jahren waren, wo man teilweise noch Zinkguss drin war und Alu drin war, was dann teilweise, keine Ahnung, nach 3, 4 Spielen gebrochen ist. Das sind wir nicht mehr. Dementsprechend auch hier gesamte Internals aus Stahl, langlebig, hochwertig, schön gefertigtes System. Auch hier bei den Toleranzen und von den Arretierungspositionen innen drin, wo quasi der Hammer arretieren kann, nicht zu dünn gewählt irgendwie, dass das Ganze nur bei 0,5 mm arretiert, wie es bei WE noch der Fall war. Nix, schöne große Flächen, wo das Zeug einfach sauber arretieren kann. Dementsprechend gesamte Internals, Qualität und Material ein Pluspunkt dafür. Und wenn wir jetzt gerade schon bei den Internals sind, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt auf das gesamte GBB-System. Bedeutet so, wie das ganze System läuft. Natürlich Stahlverschlussträger, sehr starker Rückstoß drin in dem System, aber es läuft wunderbar. Ihr habt keine Probleme, auch wenn es mal ein bisschen kühler wird, dass es irgendwie anfängt auszugasen, zu spritzen, sich von alleine das Magazin entleert. Wie gesagt, es läuft einfach richtig gut und kickt auch sehr, sehr gut. Dementsprechend gesamtes GBB-System gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Und auch die Gaseffizienz, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, bis zu 130 Schuss. Obwohl ein Stahlverschlussträger drin sind, finde ich sehr faszinierend. Also wie VFC das anstellt, aus einem so einem Magazin, bei so einem Stahlverschlussträger 130 Mumpeln rauszubekommen, verstehe ich nicht ganz. Also auch hier Gaseffizienz, ganz, ganz großer Pluspunkt. So, auch der nächste Pluspunkt, auch wieder ein bisschen in Bezug auf das System selbst, wie ihr das vielleicht im Chrono gesehen habt, auch wenn ihr das Magazin voll macht, von eine halbe Stunde irgendwo im Kühlschrank reinballert, rausnehmt, reinstopft, ballert oder schießt, es läuft wunderbar. Also auch hier nicht ganz so kälteempfindlich wie manch andere GBBs. Bedeutet auch, wenn es vielleicht mal nur 0 Grad hat oder 2, 3 Grad hat und ihr packt euch von mir dieses Noob Roll, das 4.0er rein, da läuft das System immer noch wunderbar mit 1,2 Joule. Es wird auch nicht zu langsam, nicht zu träge, dass er da meint, das Ding schläft jetzt gleich ein. Nein, es ist natürlich, die Energie fällt ab, aber es ist immer noch schön schnell und spritzig. Dementsprechend Kälteempfindlichkeit gebe ich ebenfalls als Pluspunkt. So, und mein letzter Pluspunkt, da gibt es zwar auch ein paar Punkte, die hätte VFC deutlich schöner machen können, aber ein Pluspunkt auf das Hop-Up-System. Zunächst mal, man benötigt nicht wie bei KWA irgendwie einen extra Hop-Up-Schlüssel durch einen Auswurf irgendwie oder wie früher noch mit dem Inbus von hinten rein oder so. Nix, schön vorne an der Gasabnahme, im Inbus rein, 3 mm, zack, könnt ihr das Hop-Up einstellen. Wunderbar. Also hier die Umsetzung finde ich erstmal gut. Und es funktioniert auch out of the box mit 0,3 Gramm wirklich tadellos. Nur aufpassen, es ist ein bisschen grob umgesetzt. Bedeutet, das Gewinde, worüber ihr die Rampe ansteuert, ist ein stinknormales M5-Gewinde. Und die Rampe hinten vom Lever ist sehr steil gewählt. Bedeutet, nicht hergehen und jetzt da irgendwie gleich eine Viertelumdrehung da rumschrauben. Ansonsten habt ihr sofort ein Überhoppen drin. Bedeutet, das Hop-Up reagiert sehr aggressiv und ihr müsst einfach sehr fein einstellen. Und das läuft, daher das Gewinde nicht ganz so sauber läuft, geht es ein kleines bisschen tricky.
Wie gesagt, geht einfach vorsichtig vor, etappenweise, immer so ein Stückchenweise weiterdrehen, bis ihr euren Sweet Spot habt. Und dann funktioniert das Hop-Off-System wirklich tadellos. Wie gesagt, hätten sie noch ein bisschen besser umsetzen können, dass es ein bisschen feiner zum Justieren gewesen wäre. Das ist aber das Einzige, wo ich sage, da hätten sie minimalst optimieren können. Aber out of the box einfach ein gutes Hop-Up-System. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Mein erster Neutralpunkt ist leider Qualitätssicherung bei VFC. Bedeutet, Waffe ausgepackt, gleich mal Hop-Up einstellen wollen, geschossen, wollt da drehen, da wackelt die ganze Gasabnahme da vorne drin rum. Wir sind hier vorne an der Gasabnahme, unten sind 2 kleine Gewindestifte drin. Der eine Gewindestift war schon fast komplett draußen, der ist also hier aus dem M-Lock schon rausgekommen. Und der andere war ja auch schon 3-4 mm weiter rausgeschraubt. Und dadurch wurde die Gasabnahme überhaupt nicht fixiert auf dem Outer. Hier also, die müssen fest sein, definitiv kontrollieren, falls ihr euch das Modell kauft. Qualitätssicherung und dann auch der nächste Punkt, die Barrel Nut selbst ist unheimlich fest drauf. Also die bewegt sich null, da braucht ihr unheimlich viel Gewalt, um die runter zu bekommen. Gleichzeitig aber ist der Outer wieder zweiteilig und über 2 Gewindestifte links und rechts ja miteinander verbunden, die beiden Teile. Und es ist am Anfang, wenn ihr das Modell auspackt und das erste Mal alles kontrolliert, sitzt es wunderbar zusammen. Wenn ihr aber da mal 20 Magazine rausknallt aus dem Ding, dann ergibt sich leider ein doch sehr starkes Spiel wieder mal im Outer. Und dann wackelt euch das ganze Rohr da innen drin 3 mm rum, weil es einfach aufgrund der Aufnahme nicht sauber fixiert wird. Also auch hier würde ich zum Beispiel persönlich hergehen und würde die Aufnahme hinten mit einer mittelfesten Schraubensicherung alles wieder sichern, damit das Ding eben nicht rumschwabbeln kann da vorne drin. Das kann sich natürlich auch aufgrund des starken Kicks von dem Stahlverschlussträger, kann sich das vielleicht ein bisschen lösen. Aber dann nehme ich halt eine mittelfeste Schraubensicherung. Die bekomme ich wieder problemlos auf, wenn ich mal irgendwo ran muss und dennoch noddeln sich die Schrauben nicht aus. Also wie gesagt, hier Qualitätssicherung, auch hier, ja, hätten sie besser machen können. Und natürlich ein ganz großer Punkt, was gar nicht geht, das Originalmagazin, was im Lieferumfang dabei war, funktioniert hinten und vorne nicht. Das arretiert nicht, das fällt automatisch raus, wenn man schießt. Also hier scheint es irgendwie Toleranzen zu geben seitens VFC. Finde ich ein kleines bisschen schade, das darf als Magazin für 80 €, sollte das nicht der Fall sein. Wie gesagt, dementsprechend, ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob es wirklich mal eine Ausnahme war, ob es ein Montagsmagazin war. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Zum Glück noch ein zweites beigelegt worden von Sniper und das funktioniert tadellos. Also auch hier scheint es, Thema Magazin, vielleicht gewisse Toleranzen oder vielleicht irgendwo Probleme zu geben. Bestätigen kann ich es aber nicht, dementsprechend nur ein kleiner Neutralpunkt. Nächster Neutralpunkt ist der Abzug. Da würde ich zuerst mal sagen, der ist geil. Könnte man sogar als sehr positiv ansprechen. Schöner, kurzer Abzugsweg, knackiger Druckpunkt, auch vom Reset. Sehr knapp gehalten, sehr kurz der Weg. Aber man merkt auch, dass der Abzug ein bisschen kratzt oder sehr kratzig läuft. Bedeutet, wenn man dann langsam kommen lässt vom Reset bis zum Klickpunkt, merkt man einfach, da reibt einfach irgendwo Stahl über Stahl drüber und dann kratzt es so ein bisschen. Und teilweise quietscht er dann auch ein bisschen. Also hier auch ein Neutralpunkt, Abzug, leichtes Kratzen, einmal wahrnehmbar. Aber ansonsten ist er schön und schön kurz gewählt und knackig. So, und mein letzter Neutralpunkt ist das Thema Preis. Denn wenn man sich jetzt hier einfach mal direkt vergleicht, wie ganz am Anfang schon kurz angesprochen, 630 € für das Modell. Das Einzige, was heraussticht oder was wirklich das Ding vielleicht ein bisschen besonders macht, ist meiner Meinung nach, dass halt der Verschlussträger da jetzt auch aus Stahl ist. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das jetzt diese HK-Knüften oder andere M4s von VFC jetzt auch standardmäßig haben. Das weiß ich eben nicht. Meine letzte GBB war mittlerweile, keine Ahnung, 5, 6 Jahre von VFC her. Hat also schon ein bisschen, ja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, mein letztes Review. Aber wie gesagt, 630 € finde ich, ist mir ein bisschen zu wenig. Es ist eine stinknormale AR-15. An dem Ding ist nichts Besonderes dran. Es steht halt ein bisschen BCM drauf und der Schaft ist halt ein bisschen von der Form anders. Aber ansonsten, wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen die Besonderheiten. Und wenn man dann einfach mal ein bisschen vergleicht, eine HK416A5 GBB von VFC kostet aktuell 450 bis 470 €. Ist also deutlich günstiger und dann hat man eine Heckler & Koch, man hat ein komplett beidseitig nutzbares System, man hat den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten, man hat den Bolt Catch auf beiden Seiten. Das ist für mich ein Punkt, wo ich schon wieder eher zu einer HK416 greifen würde. Ansonsten ist es vom System her innen drin nahezu identisch. Nur wie gesagt, die hohen Kosten entstehen, glaube ich, zum größten Teil eben aufgrund des Verschlussträgers hier innen drin. Aber wie gesagt, ich finde es dennoch für so eine
relativ Standard AA15 finde ich den Preis minimals ein bisschen zu hoch. Minimals, kleines bisschen. So Leute, jetzt habe ich noch 3 Kritikpunkte. Mein erster Kritikpunkt, das müssen wir ein bisschen ausschweifen und das werden wahrscheinlich auch nur ein bisschen Leute verstehen, die sich mit der Thematik, mit der Technik ein bisschen auskennen. Einmal Kritikpunkt Abrieb und Verschleiß im Aluminium bzw. im Upper Receiver. Habe ich euch versucht vorhin mal ein bisschen zu zeigen. Hier aufgrund dieses Bolt-Catch-Systems oder Verschlussfangsystems knallt euch jedes Mal der Stahlverschluss, von hinten, der beschleunigt wird, knallt euch jedes Mal gegen die Stahlkante vom Verschlussfang. Es bedeutet, es gibt einen Prellschlag. Irgendwo muss das Material nachgeben und irgendwann, ihr bekommt halt dann unten auf keine scharfe Kante mehr, sondern da drückt das Material vom Verschlussträger, drückt es ein bisschen nach unten raus. So, bedeutet, da passen die Maße dann nicht mehr. Und dann fängt eben das Ganze an, innen drin im Receiver zu kratzen und zu scheuern. Bedeutet, nach 20 bis 25 Magazine braucht ihr euch nicht wundern, wenn dann irgendwo innen drin am Magazinschacht ein bisschen so kleine Aluminiumspäne drin sind oder so ein bisschen Abrieb. Auch da vorne sammelt sich dann der gesamte Abrieb. Also hier ein kleines bisschen Abrieb im System selbst aufgrund der Konstruktion des Verschlussfangs. Ob man es jetzt wirklich so kritisch sehen muss, weiß ich nicht, aber ich kenne halt auch die Marui-Systeme mit dem Z-System und es hat halt einfach Marui saugut umgesetzt, muss man sagen. Bedeutet hier kleines bisschen Verschleiß, kleines bisschen Abrieb bei dem System vorhanden, haben halt Maruis nicht. Gebe ich einen kleinen Kritikpunkt. So, der nächste Kritikpunkt, kleines bisschen schade, kein N-Pass-System out of the box drin. Bedeutet, man ist einfach dazu angewiesen, wenn man jetzt irgendwie so eine GBB unbedingt spielen möchte, dass man immer das korrekte Gas für die korrekte Außentemperatur in Bezug aufs Kugelgewicht dabei hat. Geht man jetzt irgendwo auf ein Spielfeld und es hat jetzt von mir aus 20 Grad draußen und man hat ein Blackgas dabei und kront dann mit 2 Joule, wo 1,5 zugelassen ist, ja, da braucht er mit dem Ding nicht spielen. Also ein bisschen schade, dass man einfach hier die Energie nur mit dem Gas einstellen kann sozusagen. Da wäre so ein N-Pass, wäre meiner Meinung nach ein bisschen schöner gewesen. Dann hätte man auch schnell nach dem Kronen mal kurz nachregulieren können, wenn man gesagt hat, gut, ich bin vielleicht ein bisschen zu hoch heute, schraube ich ein bisschen das N-Pass runter, damit ich von der Energie wieder runterkomme und dann kann ich das Ding problemlos spielen. Also hier kleiner Kritikpunkt, N-Pass ist schon fast eigentlich heute ein Must-Have, wie beim EFCS bei einer SAEG zum Beispiel. Bei mir persönlich zumindest. So, und der letzte Kritikpunkt, habe ich euch vorhin schon angesprochen. Die Barrel Nut von VFC, die ist drauf. Die ist wirklich drauf. Die ist mehr wie gut drauf. Bedeutet, wenn ihr mal ans Hop-Up ran wollt, um es Bucking zu tauschen, wenn es verschlissen ist oder kaputt geht oder anfängt zu reißen oder sowas, dann plagt ihr euch leider unheimlich, die Barrel Nut einmal vom Upper Receiver loszubekommen. Bedeutet, ihr braucht sehr viel Hitze und ihr braucht rohe Gewalt. Anders löst sich diese Barrel Nut nicht. Also wo es bei manchmal hier zum Beispiel hier ein bisschen zu locker gemacht haben, das ganze System, ist die Barrel Nut fast ein bisschen zu fest drauf. Gut, natürlich, fest muss es schon sein, aber da ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, ihr braucht einfach sehr, sehr viel rohe Gewalt, um an das Hop-Up-System ranzukommen. Dementsprechend hier ebenfalls ein kleiner Kritikpunkt. Gut Leute, und das soll es gewesen sein. Wollt ihr jetzt, ich bin kein GBB-Fachmann mehr, ich spiele auch schon seit Jahren keine GBB-Langwaffe mehr, wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen zu diesem Review? Habe ich vielleicht irgendwas schlecht erklärt oder falsch erklärt? Jederzeit Kommentarfeld nutzen, wenn ihr weitere Fragen habt zu dem System oder zu irgendeinem anderen GBB-System auch. Alles einfach unten reinhauen in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft bei Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin. Haut rein!